Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Ja, heute gibt es also noch mehr Ostern, also noch mehr Frühling und Ostern und wir starten mit dem Papierset und mit den Molds. Vorher zeigen wir aber natürlich diese traumhaft schönen Sachen, die Sie bei mir in meinen Blog hochgeladen haben. Also die Kundenwerke. Und es wird immer mehr, wir haben schon gesagt, gewitzelt, demnächst müssen wir eine Stunde früher anfangen, weil wir nur die tollen Sachen von Ihnen zeigen müssen, weil da ist wirklich ein Teil schöner wie das andere. Und wir haben diesmal, glaube ich, bei 18 oder so aufgehört, obwohl da noch mindestens 100 Bilder waren, die man hätte zeigen können. Also bitte selber mal schauen, das ist bei mir auf dem Blog www.lablanche.eu und unter dem Bottom mitmachen. Und auch wenn wir jetzt immer nur ein Bild zeigen, die meisten laden immer mehrere Bilder hoch. Also unbedingt nachschauen, sind wunderbare Werke da. Fangen wir an. Ja, und zwar dieses Herz von der Anja Teubel. Ich finde diese Kombination so fantastisch. Und zwar die Kombination von den Schablonen und dann hat sie das so ein bisschen auf alt gemacht. Und dann mit diesen tollen Rosen, die auch diese Farben haben, alles kommt wieder und alles sieht so richtig schön vintage aus. Ja, und jetzt kommt natürlich auch von ihr, und da sieht man, wie sauber und genau sie arbeitet. Das ist jetzt das Papierset. Und das zeigen wir heute. Die meisten von Ihnen haben es natürlich schon wie wild bestellt. Da möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wir arbeiten alle mit Hochdruck an all diesen Bestellungen. Gell? Und vielleicht nochmal für manche, die sich so unsicher sind: Alles, was wir jetzt Frühling und so zeigen, gibt es ausschließlich bei uns im Shop. Also Sie brauchen nicht warten, das wird nicht bei HSE kommen. Wir sind immer noch nicht mit HSE überein, ob wir wiederkommen oder nicht. Also jetzt erstmal die ganzen Sachen exklusiv bei uns hier im Shop. Also nicht warten. Und ich sage Ihnen aber auch gleich noch, also am Ende der Sendung, was alles noch kommt und ungefähr wann das alles noch kommt. Weil es kommt natürlich die komplette Kollektion. Aber das, wo hier Anja Teubel mitgearbeitet hat, das sind jetzt erstmal die Papiere und die zeigen wir gleich nochmal ausführlich. Die sind einfach nur fantastisch. Ja, das ist ebenfalls das Papierset. Frau Mundil hat das super süß gearbeitet mit der Lichterkette von innen und noch unten und dem Moos dazwischen und die ganzen Mädels, Blumen und, sag ich jetzt mal, Hasen und alles da so zusammen. Sieht absolut toll aus. Da ist die ganze Packung draufgegangen, wa? Ja, es sieht absolut Sehr toll schön. aus. Ich liebe Sehr das mit diesen Blumen, so üppig, sieht einfach fantastisch aus. Ja, und dann Frau Delatron hat natürlich Karten hochgeladen, auch hier eine Karte schöner wie die andere, und da können Sie sich die schönste Inspiration holen. Auch sie hat nicht nur die 4 hochgeladen, sondern noch mehr. Also da sieht man, wie viel unterschiedlich, jeder bastelt ein bisschen anders und da kann man sich wirklich ganz viel Ideen holen. Ja, das fand ich fantastisch. Das ist Vintage for Love, ist ihre Seite auf Instagram. Lohnt sich immer zu schauen, und sie hat jetzt so ein Ei gemacht und hat das Ei kombiniert mit den neuen Molds, innen mit dem Reispapier und diesen Rahmen mit den Glockenblumen gemacht. Sieht einfach sensationell aus. Und auch oben wieder so einen kleinen Kranz, den kleinen, das so wie dieser Styroporkranz, und den hat sie allerdings mit Pfeifenreiniger, sagt man ja dazu, umwickelt. Aber ich zeige Ihnen heute noch eine andere Möglichkeit, wie man die auch ganz toll machen kann. Aber traumhaft schön gemacht. Ja, das ist ebenfalls so schön von Frau Ackermann. Da hat sie ebenfalls ein großes Styroporei. Die Eier kommen alle wieder, sie sind bestellt. Dauert immer so ein bisschen, bis alles kommt. Also sämtliche Größen an Acryl- und Styroporeier kommen bald wieder. Und sie hat es jetzt kombiniert mit einem Rahmen von Dart, den es gibt. Und dann ist das Evelyn, gell? Oder Josephine? Wie heißt dieses Reispapier? Josephine, glaube ich. Josephine Reispapier. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ja. Und hat diesen Kranz, den 12,5er, als sag ich jetzt mal, Fuß benutzt. Weiter? Ja, die Idee fand ich total süß. Das sind unsere Tags, gell, die wir für wie heißt es jetzt nochmal, für Silvester gemacht haben. Natürlich kann man die für alles benutzen, da sind also die Hasen dabei. Und auch, sie werden ja auch immer weiter gekauft. Dieses kleine Happy New Year kann man ja auch mit einem anderen Spruch überkleben. Deswegen, sie sehen fantastisch aus. Und hier fand ich die Idee so toll. Die Idee ist einfach super. Aber sie hat es ja auch für Silvester benutzt.
Die Eier, habe ich gesagt, die muss ich zeigen, finde ich wunderschön mit dem Krakelieren. Ich weiß allerdings nicht, was sie jetzt da drauf getan hat, ob es Transfers sind oder Reispapier. Ich würde mal sagen, es sind Transfers, aber ich kenne sie nicht, aber sie sieht traumhaft schön aus. Ja, und das ist mein absoluter Favorit. Das finde ich ja so sensationell. Diese Verbindung von den Wassertransfers, diese runden goldenen Wassertransfers und dann in der Mitte mit den Molds. Also das ist einfach der Wahnsinn. Wunderschön. Absoluter Traum. Ja, das finde ich auch toll. Sie hat auch mehrere Sachen hochgeladen. Sie hat so ein bisschen kombiniert. Das Reispapier ist allerdings ausverkauft, das gibt es nicht mehr. Aber dann mit diesen Blumen, mit diesem Schmetterling und in diesen Tönen, das sind diese Violetttöne, Türkistöne, also ganz toll. Ja, sie hat auch noch mehr Detailfotos hochgeladen, also lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Das ist Allegra, also das war auch so ein bisschen wie Theater, es ist ein älteres Set, aber sieht sensationell aus. Ja, und sie hat mal was ganz anderes gemacht, oder Luca müsste gar keine sie sein, gell? Luca kenne ich auch als einen Herrennamen, gell? So. Luca? Gell? Ja. Eventuell. Könnte auch ein Herr sein. Wissen wir nicht. Nicht, dass ich mir jetzt hier was Falsches sage. Und was ich hier ganz toll finde, ist die Kombination, das ist Theater, das ist Wien und Enya. Also sie hat da wirklich alles, oder er hat alles kombiniert in dieser Karte und hat auch mehrere Karten noch hochgeladen. Und jede Karte finde ich ganz individuell, also ganz anders. Und gerade das so schön zu kombinieren, gefällt mir natürlich toll, extrem gut. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass es das von uns ist, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Kollektion heißt. Das ist diese gelbe Kollektion, oder? Aus dem Gelben? Aus diesen gelben Kollektionen vor 2 Jahren? Ich weiß es nicht mehr. Der Hase ist ein Lasercut vom Hasen. Aber das andere kann ich mich nicht mehr entsinnen. Ich weiß es nicht mehr. Habe jetzt allerdings auch nicht nachgeguckt. Hätte ja mal nachgucken können, ob es noch gibt. Egal. Auf jeden Fall, sie hat auch mehrere Karten hochgeladen. Lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Ganz wunderbar, weil ich mag natürlich auch, dass es eine alte Kollektion ist, dann noch mit dem Stempel kombiniert, also wirklich toll. Ja, auch sie hat mehrere Sachen jetzt hochgeladen und diese Art, dieses Edle da, das sind die Vintage Flower Transfers, allerdings hat sie da noch ein bisschen so Gold drauf getan, finde ich auch wunderschön, ganz edel. Sie hat auch mehrere Sachen hochgeladen und sie hat das kombiniert. Letztes Jahr hatten wir die Pansy, wie heißen die? Stiefmütterchen. Die Stiefmütterchen-Molds hatten wir letztes Jahr und sie hat es jetzt mit den Stiefmütterchen-Molds kombiniert. Sieht super süß aus. Ja, das ist so typisch Edwin Ruther. Absolut toll, das ist dieser Kerzenhalter mit dem Wien Reispapier und dann noch mit dem Kaffeetasse und dem Kanne oben drauf, super schön. Ja, und sie hat sehr detailliert und sauber gearbeitet, das ist ebenfalls das Papierset und da hat sie dann das kleine Mädchen und all die Gänse drumherum und die kleinen, sag ich jetzt mal, Küken der Gänse ebenfalls drumherum, super süß. Das ist Weihnachten eigentlich, gell? Ja. Das war vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall mit ganz viel Glitter, Spitze, Glassteinchen, mit allem drum und dran. Also es sieht richtig eisig frostig aus. Das sind wieder Karten und sie hat auch mehrere hochgeladen. Also auch da unbedingt gucken, sie hat mehrere. Und was ich schön finde, ist immer dieses etwas andere Basteln. Hier bastelt jemand wieder ganz anders, wie man davor gesehen hat. Und deswegen, da kann man sich von allem ein bisschen was abgucken und dann noch seinen Stil reinbringen. Ja, und das ist Alexandra Winter. Sie hat immer wirklich sensationelle Ideen und was ich hier so toll finde, ist, dass sie die Transfers von Enya und, wie heißen die Rosen? Ja genau, Sam, weißt du, wie die Rosen heißen? Sind das Vintage, das sind nicht die Vintage Flower Rosen.
Nein, Miniatur. Sind Ja, das die Miniaturblumen? Auf jeden Fall gibt es die bei uns im Shop. Aber was ich toll finde, ist diese Kombination. Das sind die Blumen von Enya, das sind die Transfermotive von Enya, weil die halt orange sind. Dann hat sie diese Rosen genommen und das Ganze wie ein Kranz um das Reispapier, damit man die Ränder, wo man zwischen Farbe, sage ich jetzt mal, wo das Reispapier endet und die Farbe anfängt, dass man da einen tollen Übergang hat, dass es aussieht, als müsse es so sein, als wäre es so. Diese Farben kombiniert, also diese Transfers miteinander kombiniert, super Idee, weil die passen wie gemacht dafür. Das war's. So, jetzt haben wir gesagt, fangen wir an mit dem Papierset. Wir zeigen Ihnen jetzt erstmal alle Beispiele vom Papierset. Dann zeige ich Ihnen nochmal das Papierset an sich. Und dann gehen wir zu den Molds über. Dann, ich glaube, dass ich habe heute so viel zu erklären, dass ich nicht so großartig zum Basteln komme. Aber wir versuchen natürlich trotzdem noch einiges hinzukriegen. Ich hätte die erste Frage zum Mirror Mist. Mirror Mist für Kunststoff. Kommt das wieder? Ja, kommt alles wieder. Wir haben eine Unmenge Bestellungen im Moment laufen bei der Firma, wo das alles ist. Genauso wie der Feinline Crackle in kleinen. Es ist alles bestellt, es kommt alles. Und da kann ich Sie noch ein bisschen, es kommt ganz, ganz tolle Deluxe-Paste in den Osterfarben, in diesen schönen, warmen Orange und mit Gold und einem ganz tollen, was ist das? Rot, Orange, also die Farben, die wir haben. Ist, glaube ich, heißt Koralle. Ja, ist aber nicht Koralle. Ob es wirklich Koralle ist. Ja, aber fantastische Farben, die kommen auch noch alle. Ja. Hier das Beispiel, was Sie jetzt sehen, das gibt es als Video, als Anleitungsvideo auf YouTube, wenn Sie das sehen möchten, können also nachbasteln möchten. Das ist komplett auf YouTube drauf und auch die Pop-Up-Karte ist auch als Anleitung auf YouTube drauf. Dann haben Sie noch mal eine Anleitung, wo Sie noch mal ein bisschen sehen, wie man das übereinander stapelt. Gell? Weil das sind immer so ein bisschen mehrere Lagen und wenn man mehrere Lagen hat, sieht das halt einfach immer fantastisch aus. So, das sind unsere Shadowboxen und die eignen sich natürlich auch fantastisch, um diese Lasercut so dreidimensional zu zeigen. Da haben wir diese Shadowboxen, die gibt es ja in 3 verschiedenen, Sam, oder 4, 3 verschiedene? 3. In 3 verschiedenen Varianten. 2 sind im Angebot jetzt im Moment. Die sind immer alle gleiche Größe, haben nur, was man vorne sieht, dieses gelaserte Pappe ist dann ein bisschen unterschiedlich. Und dann geht es weiter, genau, da sehen Sie noch mehr Karten, ebenfalls wieder die Shadowboxen. Ich finde die Shadowboxen auch extrem süß, natürlich auf den Füßen, wenn man die Füße darunter macht, weil das sieht schon direkt wieder anders aus, wenn es nicht direkt so am Boden steht, sondern wenn so kleine Füße darunter sind, sehen die süß aus. Und diese ganzen Sprüche, die jetzt hier zum Beispiel auf den Karten drauf sind, die sind alle in dem Set mit enthalten. Das heißt, die sind unterhalb von dem Papier und dann kann man die sich zurechtschneiden in klein oder groß wie hier. Das ist ja normalerweise hintereinander, das schneidet man dann einfach durch und kann dann, dieses Frühlingsduft weht um die Nasen, viele Grüße vom Osterhasen, gell? Da kann man das sich dann einfach so auseinanderziehen, wie man es möchte. Was immer süß aussieht, das hat man jetzt, glaube ich, auch sehr gut gesehen, das sind diese kleinen goldenen Schleifen, die wir ja in verschiedenen Varianten auch bei uns im Shop haben. Und wenn man die dann entweder den Gänsen oder dem Osterhasen jetzt anlegt, sagen wir es mal so, sieht das einfach toll aus. Das ist jetzt mal wieder eine Shadowbox. Da haben wir 2 Papiere benutzt. Einmal das Papier im Hintergrund und den großen Rahmen haben wir dann ausgeschnitten und dann ein bisschen 3D-mäßig obendrauf. Und dahinter das Ganze, was im Hintergrund ist, da hätte man jetzt auch Licht reinmachen können, ist dann auch wieder mal ein bisschen in verschiedenen Lagen übereinander gesetzt. Hier sieht man, dass auch unsere Folienblumen fantastisch von den Farben dazu passen. Also auch das, da wer gerne mit den Folienblumen arbeitet, auch das kann man super damit kombinieren, sieht fantastisch aus. Die Papiere haben ganz viel diese Rahmen und die kann man natürlich dementsprechend auch alle immer, sage ich jetzt bei Ihnen, ausschneiden. Und dann hat man sofort einen dreidimensionalen Effekt.
Wenn man möchte, kann man noch Blumen dahinter setzen, wie ich jetzt hier auch gemacht habe. Also wenn wir dazu kommen, dann werde ich so etwas basteln, dass wir das mal so ein bisschen zeigen. Und je nachdem kann man sie etwas stärker dreidimensional machen oder halt weniger. Und das ist, ob man jetzt eine Lage 3D-Pad nimmt oder 2 Lagen. Dementsprechend kann man das, sag ich jetzt mal, die Tiefenwirkung verstärken. Viel habe ich auch mit so diesen Resinrahmen gearbeitet, aber sagen wir mal, am meisten habe ich natürlich mit den sogenannten Tags gearbeitet. Das sind diese ganzen Anhänger, wie man jetzt hier sieht, die so fantastisch gearbeitet sind. Und die haben wir in dem sogenannten Die-Cut-Set drin. Das heißt genau, das Die-Cut-Set, das können Sie einzeln, das sind dann 24 Teile. Das heißt, es sind 4 Boxen, das sind diese kleinen Boxen, die man jetzt rechts sieht. Die haben auch unterschiedliche Motive, da gibt es 4 Stück von und 20 von diesen tollen Tags, die schon, sage ich jetzt mal, oben so eine Kordel hat, die aber perfektens so ausgelasert ist. Und die sind einfach ein Muss. Die muss man wirklich so auf die Karten tun oder auf die Layouts, weil da hat man direkt, sag ich jetzt mal, da hat man direkt diese verschiedenen Lagen und dadurch, dass das so perfekt oben die Kordel ausgelasert ist, sieht das natürlich extrem ja, fein und charmant aus. Hier, was man auch machen kann, ist zum Beispiel nicht nur Spitze außenrum, hier habe ich zum Beispiel auch noch Spitze von innen, wo ich das Papier ausgeschnitten habe, von hinten dagegen geklebt. Also auch da kann man natürlich immer mit der Spitze verbinden. Auch hier sind wieder die Resinrahmen mit benutzt worden, um noch einen stärkeren 3D-Effekt zu bekommen. Und das sind so alles so ganz kleine, sag ich jetzt mal, Tricks und dann kriegen Sie sofort noch einen stärkeren dreidimensionalen Effekt. Ja, genau, da kann man die Rahmen. Diese Rahmen lassen sich ja auch alle, das sind diese Anhänger, nennt sich diese Mold, und die lassen sich ja alle ohne den Mittelpunkt auch ausgießen. Und gießen Sie die einfach ohne den Mittelpunkt aus, und dann können Sie die wunderbar benutzen, um einen dreidimensionalen Effekt zu bekommen. Oder vielleicht haben Sie auch noch unsere alte Rahmenmold, wo die kleinen Rahmen drauf waren und benutzen die. Also da ist wir arbeiten heute auch noch mit ein paar älteren Molds. Einfach, es ist ja nicht so, dass man immer nur mit der neuen Mold arbeitet, sondern man benutzt ja immer wieder auch eine der alten Molds und das machen wir natürlich auch. Und das ist ja nicht so, dass man das Ganze dann nicht mehr benutzt, sondern man versucht ja, seinen ganzen Fundus zu benutzen. So, eine Frage, ja. Folienblumen, gibt es da mal wieder neue? Ja, da wird es auch neue geben, aber das dauert noch ein bisschen. Also um jetzt mal, wir können ja, bevor ich jetzt das Papier zeige und wir weitergehen zu den Molds, können wir ja mal so ein bisschen zeigen, was wir jetzt noch haben. Also nächste Woche als erstes gibt es Valentine. Da werde ich aber jetzt nichts zeigen. Aber da können Sie sicher sein, da kommt absolute Hammerware zu Ihnen. So, danach den Livestream im Februar, ich meine, das ist helf mir mal, Sam, 9. Nicht den 4. Februar. Nicht Anfang Februar. Wie bitte? Nicht Anfang Februar, den 4. Nein, 9. Ich meine, es ist der 9. Februar. Ich meine 9. Ich bin nicht ganz sicher. Am 9. Februar kommen dann die Transfers. Ich habe die jetzt nur ein paar. 2. oder 9. Hä? 2. oder 9. Nein, 9. 9. Februar. Und da kommen zum Beispiel die Goldtransfers. Ja, das kann man jetzt ziemlich gut sehen. Und zwar haben wir da wunderschöne, so fragile Ornamente mit Schleife in der Mitte, die passen genau um ein Ei herum. Wir werden das zusammen dann anbieten mit der Deluxe-Paste. Das heißt, dass Sie die Acryleier von hinten mit der Deluxe-Paste machen können und dann können Sie das Ganze außen rum, also wirklich bewegen. Genauso wie hier diese Quasten, also da hat man so dieses Ganze drumherum. Dann wird es natürlich diese hier noch geben, die haben Sie ja schon entdeckt, weil wir schon die ersten Fotos damit gemacht haben und da kam sofort die Frage, sind das die neuen Geldtransfers? Ja, es sind die neuen Goldtransfers. Das heißt, wir haben das gemischt mit ganz viel Schrift, man kann die Schrift drin lassen, man kann die Schrift auch später für was anderes benutzen, aber dass der Bogen, dass die Rahmen einfach nicht von innen einfach leer sind,
dementsprechend haben wir sie jetzt natürlich auch passend hier reingegeben. Man kann das Ganze kombinieren. Also das kommt am 9. Februar. Dann bin ich nicht ganz sicher, ob der schon am 9. Februar kommt oder später erst zu Steampunk. Müssen wir uns noch überlegen, dann tun wir es direkt weg. Was aber natürlich auch kommt, den habe ich den noch einmal hier ganz. Ja, einmal ganz. Es kommt noch ein Bogen mit Sprüchen. So, und diese Sprüche sind in den Größten gemacht, dass sie in die Rahmenmold reinpassen. Und zwar von der großen Rahmenmold bis zur kleinen. Es sind immer Sprüche da, wir haben immer darauf geachtet, dass die hier reinpassen. Das bedeutet, dass man sie also ausschneiden kann und hier wie hier zum Beispiel mit Reispapier überziehen oder auch ohne. Und dann kann man diese Sprüche da hineingeben und dementsprechend sein Layout etc. damit verzieren. Natürlich kann man sie auch sonst benutzen, wie man will. Deswegen sind da auch keine Rahmen drum, sondern die kann man so benutzen, wie man möchte. Auch wie man sieht, verschiedene Größen, klein, groß, was man halt möchte. Den wird es noch geben und dann wird es, und den muss ich auspacken, weil da ist gerade unser La Blanche über das schönste der Motive drüber, weil, da gehst du gleich nochmal mit der Kamera drauf, gell? Das sind dann die farbigen Transfers und die sehen sowas von edel aus. Die sind einfach der Wahnsinn. Kannst du die mal da hinten fertig zeigen oder geht das nicht, Sam? Ja, an der Wand. Nein, geht nicht? Machen wir später. Nein, Sam, gehen wir drauf, wenn wir bei den Molds sind. Nein, er rennt hin. Eine Frage zu den Transfers. Ja. Wie lang sind die haltbar? Transfers. Da sieht man jetzt die Transfers auf Reispapier aufgebracht. Und was wunderschön ist, dass das Reispapier ist lackiert, ist ein bisschen glänzend und die Transfers sehen matt. Und dadurch hat man auch hier so eine gewisse Tiefenwirkung drin. Sie sehen einfach sensationell aus. So, nochmal, diese Transfers kommen am 9. Februar. Transfers an sich sind eigentlich, wir haben ja Transfers, die wir benutzen, die sind 10 Jahre alt, glaube ich. Also das da ist... Achso, du willst den Spiegel weg haben. Jetzt ist es noch schlimmer, Sam. Jetzt sieht man alle unsere Strahler und die Decke. Noch schlimmer. Geht gar nicht. Jetzt sieht man meinen Hinterkopf. Egal. Also ich rede mal so weiter. Mach du mal da hinten weiter. Jetzt sieht man dich. Komm. Jetzt gehe ich gleich weg. Jetzt eben da. So. Also grundsätzlich, die Transfers sind wirklich sehr lange haltbar. Es ist ein bisschen ein Unterschied, wie man sie lagert. Gell? Also wenn die jetzt zu feucht gelagert sind oder an der Sonne oder so, dann weiß ich es nicht. Aber grundsätzlich, bei uns sind die ja im Regal oder so und ich hole ganz oft uralte Transfers bei mir raus und kombiniere die und habe überhaupt kein Problem, die kleben. Also da ist nichts. Deswegen, also normalerweise würde ich sagen mindestens 10 Jahre. So, das ist zum Thema Transfers. So, jetzt haben Sie gesehen, die Sachen kommen am 9. Und der Sam meinte zwar, sobald die Schrumpfbanderolen angekommen sind, werden wir sie freischalten. Das heißt, sobald die da sind, kriegen Sie ein Newsletter von mir. Aber offiziell vorstellen wollte ich die Schrumpfbanderolen dann nach Karneval, das ist 14 Tage nach dem 9., müsste dann der 25. sein, gell? 25. Montag. Da wollte ich dann die Schrumpfbanderolen zeigen und wir haben noch ohne Ende Dekoration kommt. Also dann ist mehr oder weniger, sage ich es mal, die Kollektion Ostern ist Ende Februar fertig, oder? Habe ich recht? Ja, ist Ende Februar fertig. Und dann kommt schon Steampunk. Und den Rest tun wir nicht verraten. So, jetzt gehen wir aufs Papier. Jetzt haben Sie ein bisschen was gesehen. Eine Frage, ja. Kommen auch noch echte Gänseeier? Die sind heute angekommen. Ja. Muss ja sagen. Okay, also wir haben echte Gänseeier. Heute ist die Ware angekommen, also ohne Ende Deko, echte Gänseeier, auch wunderschöne echte Eier mit kleinen Pünktchen, alles. Geben Sie uns eine Chance. Wir brauchen ein bisschen was. Wir haben ungefähr so viel, also mindestens noch 500 oder mehr Bestellungen offen. Wir packen alle wie die Wahnsinnigen. Okay?
also ein bisschen eine Chance geben, dass wir diese 10 Paletten, die Ware, die wir gekriegt haben, aussortieren können und einbuchen können. Das wird bestimmt Ende der Woche werden, oder? Ja, Anfang nächsten Wochenende. Ja, wir schauen mal, dass wir das, sage ich jetzt mal, Donnerstag, Freitag machen. Dann sind die, vielleicht kann man je nachdem, weil wir die... Kommen morgen rein. Hä? Die Gänseeier tun wir morgen rein, weil ich ja auch hier mit den echten Eiern gearbeitet habe. Sie werden gleich die zeigen und die Muster sehen und das sind alles die echten. Also die Gänseeier tun wir morgen rein, aber all dieses andere, wo ich Ihnen auch ein bisschen jetzt von erzählt habe, das kommt dann Ende der Woche oder Anfang nächster Woche rein. Dann haben Sie das alles. So, jetzt gehen wir aber noch schnell zum Papier. Es gibt vielleicht doch den einen oder der anderen, der das Papier noch nicht gesehen hat, der nicht weiß, wie es aussieht. Jetzt machen wir es auf die Schnelle, bevor wir zu den Molds gehen. Also, wir haben unterschiedliche Papiere, Variationen, ob Sie 3 Papiere, Sie können sie einzeln nehmen. Ich zeige Ihnen jetzt nur die Artikel und Sie können im Shop gucken, was Sie haben möchten. Also das ist das 4. Papier. Wir haben immer die 15-15 Designs. Es gibt immer ein großes Design im Hintergrund, also für diese großen Layers. Wir haben immer hier unten die Sprüche. Sie können sich das alles auch noch bei uns im Shop genau angucken. Und hier ist es auch nochmal. Und Sie können schauen, wir haben das große Set mit 12 Papieren und wir haben das kleine Set und wir haben sie auch alle einzeln. Das sind die Papiere, die sogenannten Mittelpunkte oder Tags haben wir hier. Da sind diese wunderschönen Motive dabei. Und ich finde sie alle, ein Motiv ist wirklich süßer wie das andere. Mit Blumen und Hasen, dem kleinen Mädchen und den Gänsen und dann hier auch diese Rahmen sind einfach toll, weil man da immer die gelaserten Elemente wunderbar davor setzen kann. Jetzt drehe ich es wieder um, dann haben wir wieder diese typischen, wie das hier, das gleiche Motiv zum Beispiel, was wir auch auf dem Reispapier haben. Auch hier, das sind Motive vom Reispapier. Da kann man das wunderbar kombinieren miteinander. Und ja, ich glaube, das eine habe ich jetzt doppelt gezeigt. Gell? So, das sind die Tags. Dann gehen wir mal noch zu den gelaserten Elementen. Das sind 71 in einem Beutel, die können Sie sich einzeln kaufen. Die sind in den Sets, in dem großen Set doppelt drin, das heißt, dann bekommen Sie 142 und hier sehen Sie das, da ist wirklich alles dabei. Sie haben die Blumen, Sie haben die Mädchen, Sie haben die Gänse, die Hasen, Sie haben die ganzen kleinen Gänse, also alles ist dabei. Sie können wirklich basteln, so viel wie Sie wollen. Aber ich sage es direkt, aber ich glaube, Sie haben es auch gemerkt, weil die meisten haben einen Lasercut noch mehr gekauft. Wenn Sie so üppig arbeiten wollen, wie wir eben die Muster gesehen haben, mit so ganz, ganz vielen Blumen, dann brauchen Sie auf jeden Fall noch einmal Lasercut extra. Also das ist, weil sie hat ja wirklich da so 10, 15 von den Blumen draufgetan. Dann brauchen Sie noch ein bisschen mehr. Also ich habe auch gemerkt, wo ich gearbeitet habe, ich denke, oh, wenn du dann so einen großen Rahmen machst und dann nimmst du 1, 2, 3, 4 von denen, dann hast du vielleicht nochmal einen Rahmen und dann brauchst du schon wieder welche. Gell? Deswegen, also wenn Sie sich das leisten können, noch einen Lasercut on top, dann haben Sie auf jeden Fall, lohnt sich und Sie haben auf jeden Fall genug. So, was wir extra anbieten zu dem Papier, das sind die sogenannten Die-Cuts, wo ich eben von gesprochen habe, was man auch da gesehen hat. Das sind diese Tags, wo ich sagte, wo ich das so super schön finde, wie die hier oben gearbeitet sind, dass die hier so ausgelegt. Aber das ist nicht, ich hatte extra gebeten, dass man das alles rausholt. Das geht auch noch alles raus. Sekunde. Machen wir das doch so und nicht hier. Dann kann man das ein bisschen besser. Wenn Sie das haben, schauen Sie, wenn Sie das haben, wenn es so zu Hause aussieht, so zu, dann klopfen Sie ein paar Mal dagegen und dann sehen Sie, dann fällt das alles raus und dann ist das, selbst das hier Loch hier in der Mitte muss auch noch raus, so. Und dann ist das alles perfekt gemacht, also so ein bisschen mit dem Fingernagel dazu und dann hat man die alle perfekt und das ist egal, ob sie so sind oder auch hier, da geht man hier noch einmal, überall einmal da drauf und dann gehen die alle raus, gell? So, jetzt zeigen wir Ihnen halt nochmal die Grundmotive hier, auch wenn die hier oben nicht alle perfekt rausgemacht sind, aber da sehen Sie nochmal, was es alles gibt. Ja, insgesamt sind es dann
20 von den Tags und noch diese 4 Boxen, die kleinen zum selber basteln. Diese 4 Boxen, die sind schon vorperforiert, dass man weiß, wo man knickt, und haben auch eine schöne Größe und eine schöne Tiefe. Sam, meinst du kannst mir mal eine in die Hand geben von da drüben, dass ich einfach mal sage, die Tiefe, weil ich finde die total süß für zum Beispiel ein paar Schokoladeneier. Dankeschön. Das sind diese hier, das heißt, da sind 4 mit unterschiedlichen Motiven, und ich finde, die Tiefe ist sehr schön. Gell? Nicht nur, dass man, also die sind rundherum toll gemacht und eine schöne Tiefe. 4 Stück von den Boxen gibt es dann noch dazu, und die sind auch wirklich sehr günstig. Es gibt sie einmal als Set, dann kriegen Sie alles mal 3 oder halt einzeln, wie Sie wünschen. Einfach bei uns im Blog nachgucken und dann, im Blog sage ich ja, im Shop gucken, und dann sehen Sie alle Variationen, die wir Ihnen anbieten dazu. Ich hätte 3 schnelle Fragen. 3 schnelle, ich höre. Einmal, sind wir auf der Creativa? Ja, wir sind auf der Creativa. Wir haben einen neuen Platz, einen etwas größeren Stand wieder und einen neuen Platz. Und wir werden kurz, ja, sagen wir mal 2, 3 Wochen vorher, werden wir so einen kleinen A5-Flyer in die Bestellungen mit reingeben, dass Sie uns finden, und das natürlich bei uns im Blog, und vielleicht schafft der Sam das auch irgendwo auf dem Shop nochmal drauf zu tun, dass man das verlinkt, dass Sie genau sehen, wir sind irgendwo in so einem... Ich weiß nicht, ob der Sam das schafft. Ich weiß noch nicht mal, in welcher Halle wir sind, aber irgendwie einen tollen Platz haben wir wohl bekommen. Also nicht da, wo wir das letzte Mal waren, und dass Sie uns nicht suchen müssen, dass Sie uns finden, machen wir da so einen kleinen Plan, dann sehen Sie das genau. So. Zweite Frage, kommt das Reispapier nochmal? Nein, jetzt nicht nochmal. Nee, wir haben das ja jetzt nochmal alles nachbestellt, es ist ja jetzt nochmal alles gekommen. Was ist denn jetzt schon wieder ausverkauft? 3 von den neuen Designs sind ausverkauft. Unser Drucker hat mal wieder ein Problem, und ja, das ist das Problem. Ihre Drucker ist kaputt. Genau, die kommen aus Italien, und wir haben immer ein wahnsinniges Problem, an diese Papiere zu kommen. Deswegen, jetzt ist diese Druckmaschine wohl irgendwie kaputt, und deswegen, sind das die, wo wir die falschen Farben haben? Nein, sind fast alle. Oh, okay. Ja, leider. Okay. Nein, weil wir haben ein paar bekommen, wo die Farben nicht richtig sind. Da dachte ich, könnte man die als B-Qualität rausgeben, aber wenn es die nicht sind, dann lassen wir es. Nee, okay. Nee, also dann muss ich sagen, nein, die werden erstmal nicht mehr kommen. Aber Sie kriegen für... Aber es kommen 9. Valentine kommt. Zum Beispiel. Ja, Valentine, aber das ist nicht Ostern. So, und meine letzte Frage. Ja. Gehen Schrumpfbanderolen auch über Styroporeier? Ja, natürlich. Klar, aber nicht mit dem Heißluftföhn, bitte in heißes Wir haben hier diese 8 cm Styroporeier, und die 8 cm Styroporeier sind die gleiche Größe wie die Gänseeier. Das heißt, wenn Sie die Schrumpfbanderolen für Gänseeier benutzen möchten, dann können Sie die 8 cm Styroporeier dafür nehmen, und dann passt das 100%. Aber nicht mit Heißluftföhn, bitte in heißes Wasser, weil mit Heißluftföhn schrumpft das Ei. Also das Styropor. Okay? Wann ist die Messe, Frau Siegmann? Oh, Ende März, ich weiß es nicht. Ende März, 26., 27., 28., 26. fängt sie an, richtig? Das ist ein Mittwoch. Schau. Ja, ich bin mein... Bist du langsam, Sam? Wir verlieren Zeit. Ja. Soll ich so lange basteln? Wo ist die Creativa? In Dortmund. Das wissen wir. So, komm Sam, lass mal zeigen. 25. bis 29. März findet Europas größte Kreativmesse statt. Erlebe DIY-Trends, Workshops, Mitmachflächen und Inspiration. Schatzi! Achso, Entschuldigung. Das müssen wir verlängern, wenn wir jetzt nicht mal loslegen. So, jetzt geht's weiter, und zwar mit den Molds. Was man hier sieht, sind natürlich die Reispapiere, klar. Und letztes Mal haben wir ja auch eines von diesen Eiern gebastelt. Aber was man hier hauptsächlich sieht, sind diese 2 Molds. Einmal dieser große Anhänger, das ist dieser Rahmen, der hier benutzt wurde. Und komplett mit dem Inneren sieht man das hinten an der Wand. Und ist die Moldform sogenannt diese Schilder. Was ich hier an den Schildern, wenn gleich sieht man sie vielleicht mal wieder dazwischen, gemacht habe, ist, dass ich selber einfach am Computer mir was ausgedruckt habe
und das dann da reingesetzt habe. Da werde ich, wenn ich gleich die Molds einzeln zeige, da werde ich Ihnen ein paar Tipps geben, wie man, jetzt sage ich jetzt mal, wie man Sachen in diese Schilder hineinbekommt, sagen wir es mal so. Okay, da gibt es also ein paar Sachen, wie man diese Schilder super benutzen kann, weil ich finde sie auch wirklich toll für jetzt zum Beispiel, wenn man auf eine Box irgendetwas draufschreibt, sage ich mal, fürs Bad, für die Küche. Genauso kann man die Schilder benutzen, wenn man sagt, man macht ein tolles Decoupage-Sachen oder mit Glastransfers und sagt dann Mehl, Zucker etc. Und da kann man diese Schilder ja überall für benutzen. Und wenn man da natürlich nicht gerade ein Transfermotiv hat, dann kann man nämlich auch noch anders da reinschreiben. So. Und das hier ist jetzt, hier in dieses Schild ist das einfach am Computer ausgedruckt, ausgeschnitten und da reingegeben. Aber da kommen wir nachher nochmal ausführlicher zu und dann zeige ich Ihnen nochmal, was man so noch machen kann. So, und diese schöne aus Metall, seine Outdoor-Gans, die verlosen wir 4-mal. Die ist also wirklich für Outdoor. Das heißt, die können Sie draußen hinstellen. Wenn Sie anfangen, ist ein bisschen jetzt noch zu kalt, aber wenn Sie anfangen, die ersten Primeln oder Stiefmütterchen zu pflanzen, dann können Sie die rausstellen. Die ist für Outdoor geeignet und die ist super gemacht, denn diese Flügel, die sind auf einem Gewinde. Das bedeutet, die können Sie etwas abstehen lassen oder so wieder zusammentun, da kann man so ein bisschen biegen und die macht sich super schön, sag ich jetzt mal, zwischen Töpfen oder im Eingang an der Haustür oder egal wo auf dem Balkon, zwischen frisch gepflanztes. Die verlosen wir 4-mal heute. So, dann geht es weiter, das sind jetzt so halbe Eier. Und hier sind die halben Eier auch mit den Schildern innen rein. Da habe ich die Schilder einfach mal dazu benutzt, um es ein bisschen mehr dreidimensional zu machen. Und obendrauf ist die Mold Glockenblume. Außenrum bei diesen Styropor-Eiern ist wieder dieser große Rahmen. Der ist natürlich durchgeschnitten, weil so groß ist der Rahmen ja nicht. Und sind 2 Hälften benutzt worden, wie man sieht, also 2 verschiedene, also oben 2-mal unten genommen und links ist oben und unten genommen und wo die Lücke ist, haben wir dann mit den Mold Glockenblume ausgefüllt oder mit den Schleifen. Links sind wieder Styropor-Eier und da ist auch wieder dieser Rahmen gemacht worden und dann die Moldform Glockenblume draufgesetzt. Das ist so ein bisschen so Vintage gemacht. Und das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit Ostern zu tun. Also das sind so Dekorationsgegenstände, die man eigentlich immer stehen lassen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt so österlich. Hier unten haben wir dann diese kleinere Eier genommen. Da passte die Anhängermold direkt drauf. Dann haben wir, das ist jetzt mit DAS, da oben die Molds waren alle mit Resin ausgegossen. Das, was man jetzt sieht auf diesen Eiern links und rechts von dem Triptychon, das ist jetzt mit DAS gemacht. Und auch die Blumen, die dann da reingesetzt wurden und die Blätter, die also, wie sieht man ja, die sind um die Ecke gebogen worden. Das ist dann alles mit DAS gemacht, weil das halt viel flexibler ist, um wirklich mal irgendwo reinzugehen oder etwas rund zu machen. Ja, und dann hier haben wir wieder die Rahmen und die so benutzt in dem Triptychon in Kombination mit dem Reispapier. Und rechts daneben ist dann nochmal so ein Ei. Und da ist es eine Mischung, da ist der Rahmen wieder aus DAS und die einzelnen Blumen sind dann mit Resin gemacht. Ja. Eine Frage, ja. Die Metallgans, würde dies auch zu kaufen geben? Ja, aber das sind diese Deko-Sachen, die jetzt, nicht böse sein, die ist noch nicht drin. Die kommen, das sind die Sachen, wo ich sagte, Ende der Woche, Anfang nächster Woche kommt das alles rein. Warten Sie, bis alles drin ist. Es kommt wunderschöne Sachen. Also wir haben so laufende Gänse und alles und lachende Gänse und die machen Kopfstand und all sowas. Also es kommen ganz, ganz tolle Sachen. Wir haben wunderschöne Körbe, wir haben diese Natureier, tolle Gewächshäuser und also da kommt ohne Ende die schönsten Sachen. Ja.
So, jetzt gehen wir weiter mit den Molds und da sind wieder, wie wir eben schon mal ein bisschen bei dem Papierset gesehen haben, da sind die Shadowboxen, dann haben wir zum Beispiel die Gänse, das ist jetzt die Gänsefamilie Mold, die Sie hier sehen. Was super schön an der ist, wir haben eine männliche und eine weibliche Gans, der männliche mit dem Zylinder, gell, und die stehen sich gegenüber und wir haben ganz viele kleine Babys und diese kleinen Babys haben wir auch so gemacht, dass die mal nach links laufen und mal nach rechts laufen. Und das Süßeste finde ich natürlich, wenn man rechts diese Shadowbox anguckt, jetzt geht der Sam gerade vorbei, dann egal, kommen wir gleich nochmal vielleicht hin, oder unten auf die große können wir nochmal gehen, wie wenn die so marschieren, da diese kleinen. Das ist für mich allerliebst, diese marschierenden Gänse. Und normalerweise müsste man das auch mal um so ein Ei herum machen, gell? Die haben so diesen Gang drauf, mal einfach so um ein Ei rum, also da kann man wirklich ganz, ganz tolle Sachen mitmachen. Und ich zeige Ihnen nachher, das sind so diese Tipps, die ich nachher gebe, auch die sind absolut simpel zum Anmalen, also ganz, ganz einfach zu machen. Weil das sieht hier so ein bisschen aufwendig, ist es nicht. Weil ich glaube, da ist so bei vielen ist so diese Angst, wenn man das nicht nur einfarbig machen kann, sondern wenn man anmalen muss, ja, kriege ich das hin. Das ist total simpel hier. So, da haben wir doch hier, jetzt sehen Sie in die andere Richtung und dann hatten wir an dieser, sag ich jetzt mal, an dieser Shadowbox waren dann auch immer wieder diese Glockenblumen. Die Glockenblumen, also wenn man sich nicht alle 4 leisten kann, sag ich jetzt mal, für mich ein absoluter Must-Have ist natürlich der große Anhängerrahmen, bei Ihnen zu Hause auch, wissen wir, der steht ganz oben in dem, was gekauft wurde. Und danach würde ich persönlich sofort diese Schilder nehmen, weil diese Schilder einfach das ist, was man ständig und immer benutzen kann, weil man ja immer irgendetwas braucht. Und wir haben ja die Anhängerrahmen, haben wir ja alle schon in oval nach unten gehabt, aber wir haben noch nie was waagerecht gehabt. Und die sind halt waagerecht und die kann man ja auch als Rahmen ausgießen und halt mit dem kompletten Hintergrund. So, eine Frage, ja? Was für Dekofarben wurde da benutzt? Wo jetzt? Wobei? Wahrscheinlich für die Gänse. Ja. Immer ein bisschen versetzt. Die Gänse zeige ich gleich. Gell? Wie man die Gänse anmalt, zeige ich gleich. Also wenn wir die Molds einzeln vorführen, dann zu jeder Mold zeige ich Ihnen was. Dann mache ich das. Das ist einfacher als jetzt so ein bisschen durcheinander. Um jetzt nochmal die Frage, was jetzt hier zum Beispiel benutzt ist bei diesen Eiern, da sehen Sie, das ist eine Mischung zwischen Styroporeier und echte Gänseeier. Da haben wir die Schleifen und die Blumen und was da oben drauf ist alles mit DAS gemacht worden. Kann man selbstverständlich auch mit HT machen. Ich habe es einfach mit DAS gemacht, weil DAS ist noch ein Stückchen härter. Und der Unterschied bei DAS zwischen DAS und HT, wenn es trocknet, HT geht ja ein bisschen zusammen, wenn es trocknet und geht dann meistens, löst sich so ein bisschen von der Unterlage. Und das wollte ich nicht, sondern ich wollte, dass diese Schleifen komplett so auf dem Ei drauf bleiben. So, dann sind die Sachen alle mit dem Natural Rose angemalt worden und dann mit dem Chamäleon Wachspaste Weißgold. Das ist das, was hier diesen Goldschimmer auf dem Ganzen macht. Die Schleifen bzw. die Blumen sind dann aber zusätzlich noch mit Antikpaste Umbra innen drin ein bisschen braun gemacht worden und dann obendrauf nochmal mit Pigment Fix und Goldpigment, weil die sind ja noch ein bisschen goldener. Jetzt gehen wir nochmal runter, ja genau, da haben wir dann nochmal die Ecken, die ja auch bei dem großen Anhänger dabei sind und dann wieder das Schild. Das ist das, was ich sagte, wenn man so eine Kiste schön macht, da kann man natürlich immer da was draufschreiben, auch für einen selber. Wenn man jetzt den als Stauraum, dann schreibt man Krimskrams drauf. Aber manchmal kann man ja auch so für den Computer oder
wichtige Akten oder so, dann kann man das alles so da drauf schreiben. Das finde ich das Schöne an den Schildern. Und unabhängig jetzt nicht nur für die Boxen, sondern man kann diese Schilder natürlich auch auf Flaschen machen. Oder wenn man Marmelade einkocht oder so etwas, das macht ja direkt was her. Wenn man dann immer so ein tolles Resinschild da oben drauf macht und dementsprechend das Ganze dann beschriften kann. So, da ist es mit mir ein bisschen durchgegangen und zwar fand ich die Ecken so toll. Und wir haben ja 4 verschiedene Ecken auf der großen Anhängermold und diese Ecken, wenn man die wie in einen Rahmen setzt, dann haben die ein ganz tolles Muster, würde ich sagen. Und dieses Muster habe ich natürlich jetzt auf diese Kisten gemacht und ich musste unbedingt einen Spiegel machen. Auf diesem Spiegel sieht man jetzt 3 verschiedene Ecken. Ich kann auch ganz kurz erklären, die Ecken sind alle mit Acrylfarbe beige, also mit der normalen matten Acrylfarbe beige angemalt, sind alle mit dem flüssigen Lasur, sage ich jetzt mal, bearbeitet worden, dass es in den Vertiefungen dunkel ist und dann mit Pigment fix und Goldpigment oben drüber. Dann, nachdem ich sie erstmal so draufgelegt habe, weil ich habe nicht das Glas zu den Ecken gekauft, sondern das Glas war vorher da, damit das passt, habe ich erstmal so ein bisschen gezirkelt, wie ich das mache, wie ich das hinkriege. Und nachdem ich das dann alles so hingelegt hatte, dass mir das gefiel, habe ich es mit 3D-Varnish aufgeklebt. Und das braucht tatsächlich einen ganzen Tag, bis dieses 3D-Varnish da richtig drauf, sage ich jetzt mal, klebt. Erst danach habe ich die Rückseite, kannst du noch mal ein bisschen näher drauf gehen, Sam? Erst danach habe ich die Rückseite dann innerhalb von diesen Molds mit dem Lasurflüssig Walnuss so braun, so dreckig gemacht und zwar von hinten, weil man sieht das Ganze ja dann sehr gut. Und dann habe ich dieses ganze normale Prozedere gemacht, also Mirror Mist drauf, dann die Essigsäure wieder drauf, nochmal Mirror Mist drauf und dann zum Schluss schwarz angemalt und aufgeklebt. Also der sieht wirklich toll aus. Wer Lust hat, so etwas nachzumachen, kann ich nur empfehlen. Dauert allerdings. Ist ein bisschen, also mehr Arbeit. Aber ich finde, es sieht einfach nur toll aus. Aber es sieht auch auf diesen Boxen toll aus. Da ist jetzt Lachs, gell? Da ist dieses etwas mehr Orange, ist nicht das Natural Rose, sondern das ist das Lachs, die Acrylfarbe matt und dann der Fineline Crackle drauf mit Umbra. Und da kann ich Ihnen einen kleinen Tipp geben, weil ich habe es nämlich hier andersrum gemacht und das bringt einen zur Verzweiflung. Also was ich hier gemacht habe, ist, ich habe erst die ganze Dose angemalt und habe sie dann krakeliert und habe dann die Ecken draufgeklebt. Und das rate ich Ihnen nicht, weil Sie die Ecken ganz schlecht auf dem Lack des Krakells befestigt kriegen. Die fallen immer wieder runter. Also malen Sie sie an, tun Sie dann die Ecken fertig angemalt aufkleben und erst dann krakelieren. Das heißt, dass die Ecken auf der matten Farbe kleben, dann kleben sie auch. Die Ecken auf dem Lack fällt immer wieder runter. Ich bin verzweifelt. Egal, du hebst einmal die Dose hoch und mir ist irgendwo wieder eine Ecke runtergefallen. Deswegen machen Sie es anders, tun Sie wirklich krakelieren. Wenn die Ecken schon drauf sind, dann brauchen Sie auch wesentlich weniger Lack, weil Sie ja nur immer im Inneren krakelieren. Weil das Antique Pastel Umbra habe ich auch hinterher gemacht, weil ich wollte ja den Rand so dunkel haben, also das konnte ich eh nicht vorher machen. So. Eine Frage zum großen Spiegel. Die obere und untere große Bordüre, gibt es sie bei uns im Shop? Theoretisch ja, ich meine schon, ja. Also ich glaube, ich habe sie von uns genommen. So, was Sie hier noch sehen, das wollte ich auch nachher noch mal zeigen, wenn ich das schaffe. Und zwar sind das die, nicht 7, die flachen, das sind die 8 cm, gell? Die 8 cm Styroporkränze, die auf der Rückseite flach sind. Und ich finde sie absolut der Hammer. Die sind ganz simpel gemacht. Das heißt, Sie nehmen Heavy Body Gel, malen die mit Heavy Body Gel an und streuen die 3D-Balls drüber. Das sind diese kleinen
Perlen, diese federleichten kleinen Perlen, die es von Pentart gibt. Die bleiben dann in dem Heavy Body Gel drin hängen und wenn das Ganze getrocknet ist, dann malen Sie das mit der Acrylfarbe Pearl an. Das heißt, beides habe ich jetzt hier in der Hand, vielleicht, ja genau, das ist die Perlmuttfarbe. Und das sieht aus, wie als hätten Sie lauter kleine Perlen da drum gemacht. Und dann natürlich oben diese Schleife. Und das sind diese 3D-Balls. Und dadurch, dass die so leicht sind und das Styropor ist so leicht, hat das einen riesen Vorteil. Diese ganzen Kränze sind einfach federleicht. Man kann die überall dran machen. Man kann sie sind auch so natürlich, geh nochmal auf das Bild bitte. Man kann sie so natürlich ohne die Schleife auch total süß als Unterlage, also nicht mit Moos überzogen, sondern auch süß als Unterlage für so ein Ei benutzen. Aber gerade so als Kranz finde ich sie absolut der Hammer, weil sie aussehen wie so mit kleinen Perlen überzogen. Also wer Lust hat, das nachzumachen, da kann man wirklich super Sachen machen. Und wie Sie die Schleife ist bei dem Glockenblumenmold mit dabei, wie Sie die Schleife hinterher anmalen, ist ja, kommt darauf an, wo Sie das mit kombinieren wollen. Und diese 3D-Balls gibt es ja in 2 Größen. Das heißt, wenn Sie die größeren Kränze genauso überziehen wollen, können Sie das ja auch machen. Außerdem kann man, wenn man so einen ungleichen Effekt haben will, kann man das Ganze auch mischen. Das sieht bestimmt auch super aus. Also nur mal so ein paar Ideen, aber ich finde die sensationell. Ich kann sie Ihnen nachher auch noch mal im Nahen zeigen. Je nachdem, wenn wir es schaffen, können wir auch mal eine machen. Eine Frage, ja. Die Hasen mit den goldenen Ohren, ja. Gibt es die bei uns im Shop? Die gibt es bei uns im Shop, beide Größen gibt es bei uns im Shop, müssten in dem Ordner sein, oder sind? Ja, sind in dem Ordner drin, ja. So, hier sehen Sie natürlich wieder die Kombination von dieser Mold, die kleinen Anhänger und dann der große Anhänger, sieht natürlich auch super aus. Natürlich auch schön, wir haben jetzt hier nur die Goldtransfers hingemacht, aber da kann man natürlich auch Fotos oder so etwas reintun. Gell? Das fände ich dann auch ein total schönes Geschenk, wenn man so etwas macht und dann so Fotos reinsetzt. Gell? Wenn Sie das mit den Fotos machen, würde ich die keine echten, weil es ja, man kann natürlich die echten gerade machen, also und dann nur den Rahmen ausgießen, ohne die Rundung, dann bleibt das. Aber wenn man die echten so wie Reispapier draufsetzen will, dann sollte man die ausdrucken lassen aus dünnem Papier und das dann da draufkleben. So, da sieht man nochmal die 2 Hasen, die unterschiedlichen Hasen. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Tisch, den Sie schon als in Fotos gesehen haben. Da haben wir das Ganze mit dem Hintergrund Reispapier, was ich gesagt habe, was perfekt ist für die Faded Flowers Transfermotive kombiniert. Ja, jetzt sieht man das gerade hier. Da ist Indigo-Blau unten gemalt, natürlich wieder Fineline Crackle. Dann ist dieses wunderschöne Reispapier, was so ganz schlicht einfach nur diese Streifen hat, benutzt worden. Hier ist dieser Anhängerrahmen ebenfalls mit Indigo angemalt, aber dann zusätzlich noch mit dem Lasur Ebony, mit dieser flüssigen Lasur Ebony. Also Ebony ist fast schwarz, mit schwarz gemacht. Oh nee, das kommt später. So. Und dann sind sind die Faded Flowers, heißen die Transfers, die sind so blau und sind auch Glockenblumen und deswegen habe ich sie kombiniert mit den Glockenblumen. Was eben eingeblendet war die Moldform Girlande. Da haben so viele nachgefragt, was wir da unten benutzt haben. Das ist keine neue Mold, die hier so rumgeht, von dem Rahmen weg, außen rum. Nein, bitte wieder die andere, die Girlande wieder, die eben da war, nochmal. Ja, so, und das heißt, das ist die LBMF 109, diese Mold, da ist diese Girlande drauf, die jetzt hier um diese Dosen sind. Da ist also immer unten gemalt, oben Reispapier und das Ganze dann perfekt mit der Girlande abgesetzt und dann die Schilder, beziehungsweise jetzt der große Anhänger. Und jetzt hier zum Beispiel die Schilder, wenn man je nachdem, was man jetzt in diese Dose tun möchte, kann man die Schilder natürlich dann auch beschriften. Ja, wir haben jetzt einfach nur ein bisschen Goldschrift da reingemacht, aber da kann man das Ganze dann auch beschriften. Hier ist das wieder ein bisschen kombiniert, das heißt mit dem Reispapier in den
in dem großen Anhänger mit den Glockenblumen oben drauf, beziehungsweise dann auch unten nochmal die Faded Flower Transfers. Einfach so, aber auch das hier, das hat ja so ein bisschen wie so eine wie so Ahnenbild, so ein Ahnenbaum, gell? So, also das kann man ganz toll machen. Dass man da wirklich Reispapier dahinter macht oder seine Fotos reinmacht. Also die sind wirklich prädestiniert dafür. So, was ich auch total toll finde, sind diese kleinen, aber nicht nur ich, Sie auch, ich weiß, sind diese kleinen Leinwände. Und hier habe ich das jetzt extra mal so geschaltet, dass ich die Moldform über die Leinwand hinauskommen lasse. Sehen Sie, dass man da so ein bisschen, dass man diese kleinen Leinwände schön nebeneinander machen kann und die Moldform lässt man einfach das Blatt darüber oder die Blüte darüber hinauskommen und dann halt einfach mit den Faded Flower Transfers kombiniert. Sieht das super schön aus. Wir haben einfach grau genommen jetzt, da kann jeder machen, was er will, ein bisschen Dry Brush, die Ecken, aber immer die Moldform darüber hinauskommen lassen. So. Jetzt würde ich sagen, oder? Jetzt fangen wir an und jetzt erkläre ich erstmal die Molds. So. Beginnen wir, ich habe extra, weil es wird ja so oft, jetzt muss ich tatsächlich mein Brillchen mal anziehen, es wird ja immer so oft gefragt, wer jetzt ganz neu ist, so, ja, wie sieht das denn aus, wie geht das denn? So, jetzt fangen wir mal an. Die erste Mold, die ich vorstellen möchte, ist die Blumenmold. Das heißt, das sind die Glockenblumen. Die Glockenblumen sind in allen Variationen plus kleine Blumen. Ich drehe es jetzt nochmal um, damit man sie nochmal besser sieht. Plus 2 Schleifen. Das heißt, wird ja immer gefragt, wie sieht das aus? Ich habe sie heute extra ausgießen lassen. Die sind jetzt nicht angemalt, aber dass man es einfach mal sieht, die sind wirklich extrem detailliert gemacht. Auch hier oben sieht man jede Linie, wirklich super schön gearbeitet. Und was wir auch haben, also das ist jetzt mit Resin ausgegossen, was wir auch haben, ist, dass wir sie halt, ich zeige es mal, in verschiedene Richtungen biegen lassen, dass man wirklich sagen kann, man kann so einen Blumenstrauß daraus gestalten, dass man sie von links nach rechts biegen kann. Und wenn sie jetzt angemalt sind, jetzt zum Beispiel auch mal eine andere Farbe, nicht dieses Blau, da kann man das relativ gut sehen. Wenn man da ein bisschen die Trockenpinseltechnik benutzt und entweder mit dem Pinsel oder auch mit unseren Pink von Schwämmchen, wo wir das machen, dann hat man sofort diese ganze Struktur, die hier so perfekt ausgearbeitet ist, auf den Blumen raus. Und das ist wirklich nicht schwer, das zu machen. Wir haben diese, jetzt tue ich es jetzt mal weg, wir haben diese 2 Blumen, dann haben wir diese Blume, die ich toll finde, die, sage ich jetzt mal, so von oben herunterkommt. Immer diese Reste hier ein bisschen wegmachen, weil ich immer so ein bisschen was gesucht habe, jetzt wenn man von der Ecke aus eine Blume machen möchte, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, ein Layout hat und möchte mal so in der Ecke so eine Blume haben, gell? Dass man sowas nicht nur von unten hoch, sondern so etwas, da sind die wirklich absolut prädestiniert für. Das heißt, wir haben diese 3 Glockenblumen, dann haben wir noch eine einzelne Glockenblume, die ist ganz fein, ganz detailliert, ganz klein auch, kann man schön oben drauf tun, kombinieren. Moment, nein, das ist sie nicht. Ich kann gleich mal gucken, ob ich sie irgendwo noch angemalt habe. Dann haben wir die Knospen, die ich total süß finde. Das heißt, dass man auch das kombinieren kann, so 2 kleine Knospen. Gerade wenn man immer so viele Blumen macht und braucht sowas zum Schluss, sind die perfekt. Dann haben wir noch 3 unterschiedliche, sage ich jetzt mal, Einzelblumen, die man auch so miteinander kombinieren kann. Und die sind jetzt hier nicht komplett angemalt, aber auch die sind wirklich ganz detailliert. Wenn man jetzt hier noch Trockenpinseltechnik drüber machen würde, würden Sie sehen, dass da jede Menge noch Einzelsachen sind. Und wir haben die 2 Schleifen, und zwar diese kleinere Schleife und diese größere Schleife, die Sie eben die ganze Zeit auf den Eiern gesehen haben. So. Ganz kurz, damit man es nicht vergisst, das Knitterpapier, wolltest du noch erklären, wird jetzt momentan ganz oft... Valentine. Das kommt bei Valentine, das kommt nächste Woche. Okay, so, das sind diese beiden... das schaffen wir heute auch gar nicht mehr, ne? Aber das haben wir ja gesagt, dass wir das nächste Woche machen. So,
das ist jetzt die Glockenblume-Mold. Grundsätzlich muss ich hier eigentlich nichts von der Technik her großartig erklären. Funktioniert perfektens mit DAS, da kriegt man auch wirklich diese feinen Stiele mit raus. Mit Hati ziehen sich die Stiele, da muss man das in die Tiefkühltruhe machen. Dann geht es, dann sind die auch hart, aber mit DAS können Sie das wirklich direkt rausholen, das funktioniert. Sonst natürlich mit Resin ist das kein Problem. So, das ist jetzt die Glockenblumenmold, da braucht man, ist also nicht großartig ein bisschen was zu erklären. Das funktioniert alles so. Dann gehen wir mal weiter zu den Ecken, da muss man, glaube ich, auch nicht so viel, das ist diese große Anhänger. So, da haben wir die Möglichkeit, wie hier, dass man diese Anhänger komplett ausgießt, so wie hier. Aber ich hatte auch eben hier den einzelnen Rahmen, wo habe ich den mir jetzt hingeräumt? Bestimmt habe ich da was draufgelegt. Tja, man kann es natürlich auch ohne Hintergrund machen. Da nehmen wir den mal, ausnahmsweise mal den, okay? Dass man das so hat, dass man also nur diesen Rahmen hat, so wie auf den Eiern, ohne das Innere. Und dann hat man diese ganzen Ecken und das sind diese Ecken, die Sie jetzt eben in dem Spiegel und so gesehen haben. Das heißt, Sie haben eine große Ecke, diese Seite ist 5 cm, das ist für wirklich große Sachen, dann gibt es die ist eine Nummer kleiner, die sind alle etwas unterschiedlich, dann die hier ist die drittkleinste und dann gibt es noch die. Und die finde ich ganz toll, wenn man jetzt wirklich so etwas hat, was man aneinander setzt, weil die hat hier diese runde Einbuchtung und da sieht eine Halbperle super aus als Beendigung der Ecke. Das heißt, wenn Sie die irgendwo reintun, dann machen Sie hier nochmal eine Halbperle rein. Dann sieht das spitzenklasse aus. Nur so als Tipp. Da, glaube ich, muss ich auch nicht viel zu sagen. Das sehen Sie, das wissen Sie. Auch hier sieht man, das geht mit allem. Ob jetzt Hati genommen wird oder das genommen wird oder Resin. Das funktioniert mit allem. So, dann haben wir das. Kannst du ganz kurz noch einmal sagen, womit man das alles gießen kann? Hast du bestimmt schon mal gesagt, aber die Frage kommt ja auch. Also grundsätzlich, fangen wir mal ganz anders an. Grundsätzlich sind unsere Moldformen lebensmittelecht. Also, Sie können Schokolade reingeben, Sie können Fondant reingeben, Sie können Marzipan reingeben. Alles, was Sie für Kuchen etc. benutzen, das können Sie. Aber benutzen Sie es dann bitte nur für Lebensmittel. Wenn Sie basteln wollen, dann können Sie alle unsere Molds, die ohne Ausnahme funktionieren, alle mit Gießharz, also mit Resin. Alles einwandfrei geht. Sie funktionieren mit DAS. Das heißt, das ist eine, ist jetzt angebrochen, gell? Das ist eine Knetmasse, eine lufttrocknende Knetmasse, ein bisschen fester wie jetzt Hati, aber und wird härter. Das heißt, meine Güte, ich habe doch alles hier hingebracht heute. Die Schilder, die beschrifteten. Ich suche sie gleich. Die wird also richtig hart. Das ist dieses DAS, braucht aber 24 Stunden wirklich zum Trocknen. So, und dann funktioniert das auch mit Hati. Das ist diese federleichte, auch lufttrocknende Modelliermasse, die aber ganz federleicht ist, die sich allerdings, wenn sie trocknet, etwas zusammenzieht. Gell? Da werden die dann minimal kleiner. Aber auch damit funktionieren die alle. Nur, und jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser Mold mit diesen feinen Linien hier, gell? Mit diesen ganz feinen Stielen. Das würden Sie nicht heraus, das Hati, wenn das in einem feuchten Zustand ist, ist das sehr elastisch, würden Sie das hier nicht rausbekommen. Aber wenn Sie das Ganze mit Hati füllen und dann in ein Tiefkühlfach, ja ins Tiefkühlfach, also nicht nur Kühlschrank, sondern in das Tiefkühlfach tun, dann friert die Masse und dann können Sie das auch alles rausnehmen und das taut relativ schnell auf, wird wieder elastisch und dann können Sie das Ganze auch Umrundungen geben. So, das heißt, diese Moldformen sind so elastisch, Sie sehen das ja, dass sie sich so biegen lassen, dass sie auch harte Sachen wie nennt sich das, was Sam Clay, dieses Deko-Clay, da gibt es auch noch einen anderen Namen für.
was auch alle Leute benutzen. So ein weißes Pulver, was man mit irgendwas annimmt. Also es gibt ja unendlich viele Sachen. Also auch, es gibt aber auch so Deco-Clay, was relativ schnell bricht. Und das hat immer ein Problem, wenn die Formen nicht flexibel genug sind. Aber die sind sehr flexibel. Unsere sind wirklich, man sieht es, sehr flexibel. Das heißt, man kann das so an den Boden legen und also auf den Tisch legen und dann so wegrollen. Ja, und wenn man dementsprechend kriegt man auch, sage ich jetzt mal, Medien raus, die schneller brechen sollten. Schokolade manchmal, wenn man jetzt nicht wirklich diese schwarze, harte Kuvertüre nimmt, dann kann das sein, dass sie bricht. Das funktioniert hier trotzdem perfekt, weil die halt so leicht biegsam sind. Ich hoffe, dass die Frage ist damit beantwortet. Noch ganz kurz, wenn man mit Resin arbeitet, muss man vorher einfetten? Also das ist alles so ein zweischneidiges Schwert. Also, Sie können, wenn Sie viel arbeiten, so wie wir, wenn Sie jetzt allein dieser Spiegel, da sind glaube ich 120 Ecken, wir haben 4 Moldformen dafür benutzt, also dann, weil auf jeder Moldform ist eine Ecke einmal drauf, gell? Und es sind also 120 von der gleichen. Wissen Sie, wie oft wir das ausgegossen haben? Dann haben wir tatsächlich angefangen, nach, sage ich jetzt mal, 20, 30 Mal Silikon reinzutun. Silikon ist perfekt, dann kriegen Sie alles vom Feinsten raus, die Moldform bleibt super sauber und perfekt. Aber Sie haben ein kleines Problem. Sie haben ein Problem hinterher, die Sachen anzumalen. Weil überall, wo das Silikon hier drin war, perlt hinterher die Farbe ab. Das muss man im Hinterkopf haben. Das heißt, man muss diese Sachen richtig gut sauber machen, also sage ich jetzt die Moldform richtig gut sauber machen, oder man darf nicht mit sehr flüssiger Farbe arbeiten, sondern zum Beispiel eher mit Chalky Paint oder so etwas. Dann geht das. Aber man hat am Anfang, wenn man viel Silikon benutzt, ein Problem, dann perlt hier drauf die Farbe ab. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Sonst, wenn sage ich jetzt mal, im normalen Gebrauch, dass man ab und zu mal da was ausgießt, ist es überhaupt kein Problem. Wenn Sie aber hintereinander arbeiten wie wir, ich weiß jetzt nicht, wie viel Rahmen wir hier ausgegossen haben, bestimmt 50 Stück, also dann mache ich schon, du merkst es eigentlich. In dem Moment, wenn man merkt, man tut sich, ich nehme jetzt mal die hier, die sind ja jetzt noch einfach. Wenn man jetzt hier sich schwer tun würde, diese Sachen rauszuholen, wenn das zu sehr hier dran kleben würde, dann würde ich immer so anfangen, das mit Silikonöl einfach mal mit dem Pinsel da durchzugehen. Man kann natürlich auch Backspray nehmen, gell? Also das geht auch. Oder es gibt ja auch dieses feine, was man, ganz feines Sprayöl oder sowas, kann man auch alles nehmen. Gell? So. Okay, dann gehen wir zur nächsten Mold. Ja, ich glaube schon. So. Sehr gerne. Jetzt sind wir bei der Gänsefamilie. So, die Gänsefamilie ist, da ist immer überall so ein bisschen sowas drüber. Wenn es mit Resin ist, machen Sie das einfach weg. So. Und die Gänsefamilie, da haben wir als erstmal die Gänsedame und dann haben wir den Gänseherrn hier, der auch so schon so ein bisschen marschiert. Gell? Und wenn da hier wie hier das alles ein bisschen so drüber steht, dann machen Sie das einfach weg. Das ist einfach, wenn das Gießharz da so ein bisschen über den Rand drüber gegangen ist. Das ist eigentlich besonders so. Und dann haben wir, wie man sieht, hier diese ganzen vielen kleinen marschierenden Babys. So, und hier muss ich jetzt mal ein bisschen mehr zu erklären. Ja, hier ist auch alles ein bisschen drüber. Kriegt man aber so mit dem Fingernagel abgebrochen, wenn das Resin ist. So. Haben wir die Molds im März noch für die Messe? Keine Ahnung. Risiko. Nein, bestimmt haben wir ein paar. Haben wir noch? Bestimmt. Okay. Ja. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr. So, also. Bevor ich jetzt gehen wir mal gerade hier ein bisschen näher drauf ein. So. Relativ simpel. Jetzt, was ich immer als erstes gemacht habe, bei all denen, ich habe erstmal, sehen Sie ganz einfach hier, habe jetzt, was ist orange? Das heißt, das ist dieses, helfen mir nochmal, Lachs, gell, Salmon?
Lachs. Genau, Lachs. habe ich hier unten Acrylfarbe, angemalt. matt, Lachs. Genau, habe ich hier angemalt. Und dann kann man sich überlegen, das machen wir jetzt mal rasch, nehmen wir irgendwie eine andere Farbe noch für den Hut, was wir da gerade mal so haben. So. Wir gießen ja mit Weiß aus. Gell? Das heißt, und diese Gänse sind ja weiß. Das bedeutet, ich male die Gänse gar nicht an, sondern ich male lediglich, jetzt sage ich jetzt mal hier diesen Hut an. Ja, und jetzt kann ich überlegen, jetzt kann ich hier noch mal ein bisschen rosarot machen da. Und was machen wir? Nehmen wir noch irgendeine dritte Farbe da. Vollkommen egal. Was haben wir da noch? Hier, ne, braun nicht gerade. Aber sowas ist ja jetzt auch egal. Das passt gerade. Man kann natürlich jetzt auch ganz bunt werden. Gell? Nehmen wir noch gerade so eine andere Farbe. Und hier sind Blümchen, die könnte man jetzt ausführlich ausmalen und Blätter. Aber ich mache das jetzt einfach mal so, weil ich meistens sowieso noch echte Blumen hier drauf geklebt habe. So, das ist eigentlich alles, was ich wirklich male. Und das ist ja nicht viel. Ne? So. Um jetzt die schöne Struktur auf diesen Gänsen, ich muss das jetzt gerade trocknen, um diese schöne Struktur hier drauf zu bekommen, das habe ich mit einem Blending-Tool gearbeitet. Was ist denn heute los? Ich habe ihn eben doch noch benutzt und hier gehabt. Egal, ja, ist ja echt nicht wahr, oder? Eben hatte ich ihn hier noch. Egal, jetzt nehme ich den. Da ist er, da. So, und entweder Vintage Photo oder Brushed Corduroy oder vollkommen egal. Gell? So. Und jetzt muss das gerade ein bisschen trocken sein, weil sonst schmiere ich mir darüber. Und jetzt mache ich das mal gerade so ein bisschen hier drauf. So. Und dann gehe ich ganz leicht hier drüber. Sehen Sie? Und ich mache natürlich hier sag ich jetzt mal, am Rand ein bisschen mehr, ein bisschen dunkler, hier ein bisschen dunkler. Und wenn das trocken ist, gehe ich auch noch hier so ein bisschen über dem drüber. So, okay. Und danach, jetzt habe ich alles so ganz leicht bisschen farbig gemacht, braun. Und jetzt kommt ja die Struktur super raus. Und danach mache ich noch Trockenpinseltechnik. Das heißt, jetzt nehme ich noch irgendeine Farbe, weiß, cremeweiß etc. Kann Schwämmchen nehmen oder einen Pinsel. Und jetzt nehme ich gerade den Pinsel. Den machen Sie ganz, ganz trocken. Wirklich, dass ganz wenig Farbe drauf ist. Kann man immer testen. Hier oben am Hut. Kann man ich muss es wieder hochhalten hier. Kann man das sehen? Kannst du drauf gehen? Genau. Hier mal ein bisschen mehr drauf. Da kann man es jetzt sehen, dass die Struktur richtig ist. Und jetzt gehe ich aber auch komplett. Jetzt brauche ich noch mal ein bisschen mehr. Und jetzt gehe ich noch mal komplett hier über diese Gans drüber. Und jetzt hole ich mir noch mehr diese Struktur raus. Kannst du mal jetzt versuchen, hier so überall drauf zu gehen, dass man das besser sieht? Ja, genau. Auch hier, jetzt sehen Sie da an dem Kopf, da sieht man jetzt dieses Weiß richtig. Ja, genau. Also erst mit einem Blending-Tool und jetzt sah man ja auch hier jetzt alles richtig. Und dann einfach, und da können Sie sich jetzt überlegen, wie weiß wollen Sie noch machen, also wie viel Drybrush tut man jetzt noch drüber und auch jetzt hier unten. So, jetzt zeige ich es jetzt nochmal. Das kommt total gut. Ja. Wahnsinn, Frau So, Siegmann. jetzt einmal, so und jetzt geht nochmal so. Sehen Sie, hat man die Gans immer noch weiß. Man sieht aber hier diese ganzen Strukturen, die ganzen Federn und alles sieht man. Und auch hier unten jetzt hebe ich die mal hier, auch hier unten die Füße kommen super gut rüber. Also das ist wirklich, das kann jeder. Das ist was ganz, ganz Einfaches. Und genau das Gleiche habe ich natürlich hier bei den Kleinen gemacht. Wenn man das jetzt, also erst die Füße
Füße und das hier orange. Dann habe ich den Körper ganz leicht gelb angemalt. Das ist, das Gelb finden Sie unter den matten Acrylfarben. Bisschen gelb angemalt und dann ebenfalls die Seiten, hier sieht man es noch ein bisschen stärker, die Seiten hier wieder ein bisschen braun gemacht und dann Trockenpinseltechnik weiß drüber. Und dann hat man sofort, also wenn man das jetzt hier sieht, hat man sofort, ganz simpel ist das, einen ganz irren Effekt. Und hier oben kann man natürlich die Blütchen super ausmalen, aber man kann auch einfach 1, 2 Papierblümchen draufkleben, dann wird das Ganze noch ein bisschen dreidimensionaler. Könnte man auch Lasur benutzen? Ja, aber das ist schwierig. Also dann würde ja das Ganze braun werden. Verstehen Sie? Wir wollen ja nur einen Hauch. Gell? Wir wollen ja nicht, dass das wirklich braun wird. Aber grundsätzlich könnte man. Ich kann es mal probieren hier, weil ich meine, dass ich es probiert habe und es mir zu braun wurde. Aber ich habe ja hier weiße Gänse. Oder könnte man auch Wachs für die Struktur nehmen? Weißen Wachs dann? Eventuell, ja. Ja, man könnte, ein Wachs würde grundsätzlich funktionieren. Ist nur die Frage, wie es dann aussieht, wie man es haben will. Ne? Es gibt auch schwarze Gänse, oder? Es gibt auch schwarze Gänse, Sam. Ja, es gibt auch schwarze Gänse, natürlich. natürlich. Schwarze Schafe. So, jetzt machen wir das gerade. Jetzt habe ich ja hier eine Gans. Ich verzichte jetzt darauf, hier den Hut anzumalen, sage ich jetzt mal. Gell? Sondern ich mache jetzt hier mal Lasur. Und zwar würde ich persönlich die flüssige nehmen. Die andere, glaube ich, würde zu stark werden. So, und jetzt kann man dann ein bisschen gucken. Jetzt müsste man das relativ, wollen wir ein paar Tropfen hier hin tun, relativ wenig machen. Also ich habe jetzt hier, das heißt, man müsste jetzt, ich mache jetzt hier mal so ein bisschen und versuche das Ganze dann mal runter zu stupfen, dass man das nicht so viel hat. So. Wenn man das Ganze mit Hardtee machen würde, müsste man dann zuerst lackieren? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, wenn man jetzt oben wegstupft, gell, das wäre, ich würde hier, das ist mir ein bisschen das, man kriegt dieses Zwischending nicht so hin, finde ich. Gell? Das ist jetzt mit Lasur. Ist auf jeden Fall sauberer zu malen und dann. Ja, ich denke, ja, jetzt so hätte man das, weil sonst wird es ja zu viel, gell? Aber so könnte man es schon machen. Geht auch. Gell? Geht auch. Ja. Also, das erste war sauber irgendwie. Ja? Das erste wirkte irgendwie sauberer. Ja, das ist, Haben Sie oh, Wahnsinn, ich weiß schon wieder nicht, wo ich die hingetan habe, aber hier. So. ist es denn wahr? Ja. So, das sind jetzt so diese. Ja, weil du mit dem Schwämmchen nur oben drüber gehst. Verstehst du, das ist schon ein Unterschied. Du siehst die Struktur viel besser, gell? Ja. Hier ist zwar jetzt noch kein Drybrush drüber. Einfach selber versuchen, ein bisschen zu Hause auszuprobieren, würde ich sagen. Gell? Da kann man jeder, vielleicht gibt es, wenn Sie einen schönen Tipp haben, unbedingt immer bei Mitmachen reintun. Gell? So, das wären jetzt die Gänse. Ich glaube, da brauche ich sonst nichts sagen. Selbst diese kleinen Gänse, muss ich sagen, habe ich mit DAS geschafft rauszuholen. Selbst diese feinen, sag ich jetzt mal, Füße, war mit DAS kein Problem. Gell? So. Und wenn Sie die kleinen Augen, habe ich mit einem schwarzen Filzstift gemacht, weil ich mit dem Pinsel das nicht so fein geschafft habe. Nur als Tipp ganz zum Schluss mit dem schwarzen Filzstift einen Punkt gemacht. Und dann hat man die Augen da auch perfekt. So, und jetzt gehen wir zu den... Ganz kurz, mit was lackiere ich das Hardtee? Ich mache das immer mit Pouring Glaze, weil ich dann auch diese glatte Oberfläche habe. Ja? So. Und jetzt gehen wir, Moment, die haben wir, jetzt gehen wir zu den Schildern. Die Schilder, so, die Schilder kann man natürlich komplett ausgießen, so wie wir sie jetzt hier haben. Hier haben wir darauf geachtet, dass wir einen geraden Hintergrund haben. Sehen Sie,
Das ist nicht, wenn man das jetzt hier im Vergleich zu der Anhänger ist hier so gebogen. Der hat so was Dreidimensionales, so leicht hier rund gebogen. Hier die Schilder haben wir mit extra gerade gemacht. Und zwar haben wir sie deswegen gerade gemacht, damit man hier perfekt auch Transferschriften reingeben kann. Weil damit man nicht, wenn man einen Knick im Transfer hat und man hat eine feine Schrift, sage ich jetzt mal, damit nicht das A, B, C oder was immer da ist, dann nicht mehr schön aussieht. So, wenn man jetzt damit arbeiten möchte und möchte das Ganze, Sam, jetzt musst du mir, ich habe die mitgebracht, aber ich finde die nicht mehr, jetzt musst du mir aus dem Bastelraum ein paar, wo ich reingestempelt habe, bringen. Und einen Stempel, der dazu passt. Ich weiß nicht, wo ich hab's. Sorry. Ich habe doch mir alles vorbereitet. So. Ich kann doch heute nicht laufen, das weiß ich. Ja, so. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich gibt es die Möglichkeiten, mit Resin zu machen. Wenn Sie das mit Resin machen, wie jetzt, dann kann man nicht mehr viel anderes machen, als jetzt zum Beispiel diese, sage ich jetzt mal hier, zum Beispiel das hier, so eine von unseren Transfers reinzugeben. Man kann die vorher anmalen, man kann sie aber auch, wie ich das hier gemacht habe, mit dem Reispapier innen reingeben. So. Wenn Sie das mit Reispapier machen, dann ist die einfachste Technik ist, erst anmalen, wirklich mit Lasur, dann auch mit Gold das ist grundsätzlich sich als Schablone jede der Rahmen, die wir hier haben, einmal ohne Mittelpunkt ausgießen. Weil dann haben Sie die Möglichkeit, wenn ich sage jetzt, okay, welche Mold ist das? Das ist jetzt diese hier. Okay? Dann haben Sie die Möglichkeit, das auf jedes Papier Ihrer Wahl, also wenn das jetzt auch hier nicht so passt, okay, weil es jetzt hochkant ist, aber Sie können das einfach auflegen, mit dem Kuli nachzeichnen, ausschneiden und dann haben Sie immer die Möglichkeit, irgendein Papier hier reinzusetzen und müssen das nicht hinterher zurechtschneiden. Das heißt, Sie benutzen immer den Rahmen, den Sie einmal ohne den Mittelpunkt ausgegossen haben, benutzen Sie als Ihre Schablone für Ihr Papier. Das bedeutet, wenn Sie auch selber jetzt sich irgendwelche Schriften ausdrucken am Computer auf einem normalen Kopierpapier, was ich gemacht habe, was hier überall da drauf ist, gell? Dann können Sie die einfach nehmen, nachzeichnen, dann hier reinkleben und hinterher einmal mit Pouring Glaze lasieren. Und wer will, hier ist genügend Abstand, sieht man ja, hier sind 1-2 mm Abstand, kann man das Ganze dann auch noch mit dem klaren Resin ausgießen und dann sieht das natürlich extrem edel aus. So, das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit besteht natürlich in das, wenn man das jetzt zum Beispiel mit das macht. Nee, das ist Harty, das ist jetzt Harty. Harty ist auch, da habe ich jetzt direkt reingestempelt. Das heißt, wenn ich jetzt, komm, jetzt machen wir mal ein bisschen was, nicht nur theoretisch labern, sondern das kann ich gerade mal so zeigen. Ich hoffe, dass das nicht zu sehr eingetrocknet ist. Doch, hier ist es schon sehr, immer gucken, was man noch benutzen kann. Ja, bis dahin geht es noch. So. Und welchen Stempel habe ich mir denn hier hingetan? Den. So, dann, ja egal. Machen wir mal einmal Harty und einmal machen wir mit das. So. Grundsätzlich können Sie natürlich, ist das? Also das nicht ganz so trockene Harty lässt sich etwas einfacher machen, gell? Aber jeder, der das ein bisschen kennt, weiß das. Ich habe jetzt nur das alte genommen. Ich habe auch ein altes das hier, da habe ich mal ein bisschen mit getestet, ob man damit überhaupt noch arbeiten kann. Das wird noch härter, wenn es alt ist. So, jetzt drücken wir das alles einfach hier so rein. Okay, holen das Ganze raus. Jetzt haben wir hier so ein bisschen was übersteht. Ich mache das immer gerne weg, solange das noch feucht ist. So, jetzt haben wir
perfekten Rahmen. So. Und jetzt kann man hier reinstempeln. Das heißt, man kann jetzt einfach reinstempeln, ohne Farbe. Kann man sehen, gell? Hier, das ist die gleiche, das ist in das reingestempelt. Man kann aber auch sagen, okay, ich habe noch irgendein Stempelkissen zu Hause und macht das mit Farbe. Schwarz wäre natürlich ein bisschen effektiver, weil dann könnte ich das hinterher anmalen. Gell? So rum ist es richtig rum. Und achte natürlich darauf. Jetzt sehen Sie, dass das Ganze auch ein bisschen jetzt auseinander geht, weil ich ja diesen Stempel reindrücke. Aber, ja, so, wieder ein bisschen rechts rum. Ja. Ja. Und dann, so können Sie natürlich auch reinschreiben. Das heißt, dass Sie einen Stempel reindrücken, gell? Da müssen Sie aber achten, hier bin ich jetzt festgeklebt, sieht man, hat sich ein bisschen verschoben, ist allerdings nur die Farbe. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass das reingedrückt ist es richtig. So, das Gleiche, das hier ist jetzt, da ist mein Tee. Jetzt, damit sieht man, wie hart das wird. Das ist das, wenn es getrocknet ist. Und hier habe ich ohne Farbe reingestempelt. Das bedeutet, wenn ich das so mache, dann kann ich das Ganze anmalen und jetzt ist das nicht angemalt, aber ich will es einfach nur zeigen. Wenn ich jetzt hier eine flüssige, also normalerweise anmale und wenn ich jetzt hier eine flüssige Lasur reingebe, so, und das Ganze dann wieder ein bisschen abtupfe, dann bleibt diese braune, flüssige Lasur in diesen Vertiefungen hängen. Gell? Und dann, hier sieht man es ja jetzt, da ist ein bisschen weniger. Gell? Also erst anmalen, dann flüssige Lasur rein, dann bleibt die da drin und dann kommt diese Schrift noch stärker heraus. Also du kannst auch rein stempeln in diese ganzen Sachen. Gell? Ich würde nur jetzt, ich mache das jetzt komplett mal hier wieder raus, weil ich würde es vorher komplett einmal anmalen. Aber auch so leicht, finde ich, sieht es auch super aus. Gell? Also das sind so diese Möglichkeiten. So, und wenn jetzt einer natürlich noch, jetzt machen wir es einmal mit das, weil das ein bisschen mehr Widerstand gibt. Ah, das ist mein altes. Da haben Sie direkt Bodybuilding mit, wenn Sie das kneten. Was könnte man denn jetzt mal, ich habe keine gute Schrift leider. Keine schöne Schrift. Jetzt nehme ich mal so ein kleines hier. Ah. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf runde Sachen tun möchte, dann kann man das bitte vorher beschriften und dann rund biegen. Weil ich glaube, sonst wird es echt zu schwer. So. Wir kleben gut. So, und jetzt, wenn man natürlich jetzt eine schöne Schrift hat, ich habe sie nicht, kann man es mit, was könnte man, wir müssen was ganz Kleines, Rundes haben, um zu schreiben. Man kann ja jetzt reinschreiben, ohne dass, ich bin gerade am Überlegen, eigentlich müsste man einen Kugelschreiber nehmen, gell? Auch wenn er jetzt nicht schreibt. Aber was soll ich denn jetzt mal reinschreiben? Ich schreibe jetzt mal Duft. Sehen Sie, jetzt kann ich ja hier. Bin ich zu weit? Duft. Der große Vorteil, den man hätte, also ist jetzt nicht schön, aber wenn Sie es schön können, gell? Den großen Vorteil, den man jetzt hat, ist, wenn es nicht schön ist, geht man einfach mit dem Finger nochmal hier drüber. In der Mitte und fängt von vorne an, gell? So. Oder auch hier sucht man sich einen kleinen Stempel oder man lässt es halt, deswegen ist es gerade, wie hier, man lässt es einfach gerade und theoretisch, wenn man eine gute Schrift hat, kann man auch reinschreiben. Gell? Also das ist, wie man halt will. So. Aber ich fand es mit dem Stempeln, also ich fand das mit den Stempeln, jetzt haben wir den hier weg, selbst fand ich eigentlich recht schön, wenn man so etwas macht. Wenn man jetzt, hier haben wir jetzt unser Embossing-Pulver, aber das könnte man jetzt tatsächlich auch so schön
über eine Rundung geben. Diese Möglichkeit hat man natürlich, wenn man mit Hardy oder DAS macht, stempelt man einfach rein und muss es nicht so gerade lassen, sondern kann es direkt über Rundungen geben. Wenn man jetzt das mit Resin macht, haben wir ja letztes Mal gesehen, kann man das auch machen. Das bedeutet aber, dass Sie erst das nicht ganz ausgehärtete Resin über eine Rundung geben müssen, das dann komplett aushärten lassen müssen und dann erst die, sag ich jetzt mal, diese Schriften Raborn oder Ihre Schrift reingeben. So, jetzt würde ich gerne etwas basteln. Ist noch irgendeine Frage? Bevor ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich werfe das jetzt alles erstmal hier rein. Das lassen wir trocknen. Da kam eine Frage, welche Stempelfarbe wäre ideal? Ja, Stazon, gell? Stazon, weil sie nicht läuft. Die Stress ist auf Wasserbasis und läuft. Oder Adirondack. Adirondack, die auf Öl. Die Adirondack. Warum auf Öl? Die sind auf Ölbasis. Ja, die aber laufen warum? auch nicht. Verlaufen die nicht? Ja, Adirondack geht dann auch. Ich bin, Das sind die trockenen von Ranger. Ja, ich dachte aber, die Stazon fände ich die besseren. Aber egal, wenn du meinst Adirondack, dann die kann sind man auch beide gut. Ich wollte dir nur eine Alternative geben. Du wolltest mir eine Alternative geben. Okay. So. Klarer Resin? Was ist damit? Der Glorix haben wir. Glorix Ja, haben Glorix. wir noch. Glorix Resin, klar, haben wir auf jeden Fall noch. So, ich hatte mal so eine Idee. Ich wollte eigentlich jetzt hier mit den Molds mal so etwas arbeiten. Etwas so machst du mal von oben, Benny? Ja, so. Ich habe jetzt schon ein bisschen angefangen. Und zwar habe ich ein bisschen was kombiniert. Ich tue das jetzt mal zur Seite. Das hier ist erstmal überzogen, ist eigentlich die falsche Reihenfolge, weil man dann hinterher so detailliert anmalen muss, aber es funktioniert. So, vielleicht haben Sie diese Mold noch, das ist unsere Vasenmold. Wenn nicht, gibt es auch noch diese kleinen Vasen, diese Molds gibt es noch, da sind 3 oder 4 drauf auf der Mold und die kann man toll kombinieren. So, was ich jetzt dachte ist, wir kombinieren die Vasenmolds mit den Glockenblumen und mit den Schleifen einfach mal hier, um da so ein schönes, sag ich jetzt mal, Bild zu machen. Die Rahmen haben wir ja gezeigt bis zum geht nicht. Jetzt dachte ich, wenn wir ja Ostern haben, kann man das super kombinieren mit unseren Eiern. Die meisten haben ja diese Eiermold. Das sind die Ornamenteier. Wer sie nicht hat und Lust darauf hat, die gibt es also auch noch bei uns im Shop. So, Jetzt, ja, eben hat er die ganze Zeit gezeigt. So, ich fange jetzt an, ich klebe jetzt erstmal diese Vase, ich male hinterher an, ich arbeite die jetzt einfach mit DAS und das bedeutet, da brauchen wir immer ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Zeit zum Trocknen, das muss bis morgen trocknen, wir geben das dann hinterher rein. Das ist jetzt Resin. So, diese Schleife ist von der Glockenmold, ist ebenfalls Resin. Und das sind alles Eier, die ich jetzt mit DAS gemacht habe. Man sieht, hier oben fangen sie an zu trocknen, aber mir nicht. So, die machen wir jetzt, ich mache jetzt da gleich weiter, einfach so, dass man, die gebe ich jetzt mit Expresskleber, fange jetzt einfach mal hier an, tue hier mal ein Ei rein und dann hier ein Ei. Ich stapel das ein bisschen und dann auch hier mal. Und so, dann machen wir noch eins da. Ja, da würde ich auch noch eins. So, dann brauchen wir noch eins. Wo haben wir die Eimold? Ich hatte die schon angebrochen zwischen all unseren Teilen hier. Irgendwie brauche ich mehr Platz, damit ich mich hier richtig ausbreiten kann. Da haben wir sie. Da sieht man zum Beispiel auch, das ist jetzt, wie alt ist die Mold? 2 Jahre, Sam? Mindestens, gell? Ich meine, die ist 2 Jahre alt. Und da sehen Sie, dass die hier innen ein bisschen verfärbt ist. Das ist einfach, weil sie unendlich oft
ausgegossen wurde. Gell? Das passiert, aber das ist auch schon alles. Gell? Und trotzdem funktionieren die noch. Und hier ist also kein Öl oder sowas reingemacht worden. So, jetzt benutze ich hier nochmal ein paar Eier mit dem DAS. Ich drücke die hier aus und hole die raus. Und ja, hätte die eine Nummer kleiner nehmen können. Machen wir hier dann nochmal ein Ei nach da. Und ich will aber auch gleich mit den Blumen noch arbeiten. So, die habe ich schon gemacht, da machen wir aber gleich noch mehr. Dann sehen Sie das, weil da ist ja auch dieser ganz, ganz feine Stiel dabei. Von dem, jetzt muss ich nämlich aufpassen, weil das Ganze mir schon anfängt zu trocknen, was ich eben gemacht habe. Das ist jetzt wieder die Glockenblumenmold, mit die ich hier benutze. Und da gehen wir jetzt hinzu. Die haben wir hier. Und jetzt möchte ich noch mal, sieht man das? Muss ein bisschen mehr nach rechts gehen, gell? So, genau. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese helf mir mal gerade, Sam, Knospe, diese Knospe hier nehme, geht die auch mit, kann man es erkennen? Mit diesem ganz, ganz feinen Stiel geht die raus. Und das ist das, was ich meinte, mit das kriegt man das auch hin, jetzt mit diesen kleinen Füßen. So, jetzt mache ich jetzt hier mal so, okay, kannst du von oben kommen als von der Seite? Merci, danke schön. So, und dann machen wir hier noch ein paar Blätter. Und da kann man, das ist wie alle diese Sachen, Sie können natürlich alles auch einzeln nehmen. Gell? Jetzt nehme ich hier, mache dieses Blatt hier nach unten und habe jetzt, wenn man das von hier oben sieht, kann man auch ein bisschen tiefer gehen, vielleicht ist das. Genau, jetzt sehen Sie, was ich meinte mit diesem Knospen, was man da so machen kann. So, und dann haben wir ja diese vielen einzelnen Blütchen, die natürlich perfekt sind auch für so etwas. Das heißt, dann nehmen wir so auch mal so eine einzelne Blüte und setzen die hier hin. Man muss gleich mal überlegen, wo man die Schleife hin tut. Ja, die würde ich hier hin tun, da passt sie gut, so ein bisschen an die Seite. Dann mache ich dann hier erstmal noch eine einzelne Blüte hin. Und dann kann man vielleicht nochmal eine Blüte hier hin machen, gell? Ja, machen wir die da hin. Immer schauen, wenn man das hier macht. Hier muss jetzt noch was rein. Da würde ich dann nochmal Blätter nehmen. Und wir haben ja hier jede Menge verschiedene Blätter in dieser, sag ich jetzt mal, in dieser Mold. Das heißt, die man alle benutzen kann. Ja, dass man das hier so nochmal da an den Rand macht. Und wenn man jetzt ein bisschen überlegt, dieses schöne Bild, was Frau Christina Heidrich gemacht hat, das war ja auch dieses Wassertransfer und dann außenrum oder in der Mitte die Blumen. Und jetzt sehen Sie, wie Sie das machen können, dass Sie einfach so ein bisschen stapeln können. So, ich würde jetzt diese Blume noch tatsächlich hier reinsetzen und dann diese Schleife so halb hier an den Seiten machen. Die muss man noch ein bisschen festkleben. Und dann, das ist jetzt wieder Resin. Also ich mache das oft, dass ich kombiniere. Das heißt, etwas, was ich mit Resin mir vorbereiten kann, was ich nicht verändern muss, wie jetzt zum Beispiel diese Vase, das lasse ich mit Resin, aber alles, was ich übereinander stapeln will, damit das jetzt zum Beispiel, jetzt geh nochmal von vorne, Sam, damit das nicht so absteht, mache ich dann gerne mit das. Und hier diese Eier, sehen Sie, die hatte ich ja woanders. Wenn Sie die frisch drauf machen, dann können Sie die auch wirklich so rund machen. Jetzt sind die schon am Antrocknen und jetzt kann ich die schlecht noch hier so rund machen. Jetzt stehen die ein bisschen ab, was jetzt natürlich kein Problem ist, weil wir das Bild ja eigentlich von vorne sehen. Nur von der Seite sieht es halt nicht so gut aus. So, jetzt machen wir aber, hier muss man noch mindestens einen von diesen Knospen noch rausgucken lassen, damit das Ganze schön aussieht. Würde ich die hier so noch rausgucken lassen. Und dann
kann man sich überlegen, ja, das sieht doch schon mal gut aus, noch ein Blatt, irgendwo ein kleines Blättchen, so klein wie möglich, nehmen wir das. Und dann würde ich dieses Blatt hier drunter hochheben und das hier noch so da drunter setzen. So, dann hätten wir jetzt, sagen wir mal, das mit den Eiern, das sieht ganz süß aus, mit der Schleife, ein paar Blumen. Man könnte sich überlegen, ob man jetzt hier noch was macht. Denke ich aber, nein, ich würde jetzt gerne hier so etwas drum machen. So, und jetzt habe ich natürlich kann ich mir natürlich überlegen, was mache ich? Benutze ich vielleicht einen Teil des Rahmens, mache mir hier einen Rahmen, so, und könnte dann hier noch ein bisschen die Glockenblumen machen. So, das heißt, ich nehme jetzt das mit viel Gewalt, tun das Ganze mal ein bisschen kneten. Also das ist nur ein Beispiel, dass wir das ein bisschen jetzt kannst du wieder von vorne machen, damit ich nicht hier unter den, mach ruhig von vorne wieder, bitte die Kamera. So, wenn man das, jetzt mache ich das hier, also wenn das auch ein bisschen angetrocknet ist, kann man das immer noch sehr gut benutzen. Es ist halt nur ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen mehr Kraftakt, sagen wir mal. So. Ich bin jetzt am Überlegen, wie weit ich den Rahmen benutze. Vielleicht, ja, so bis hier. So. Der Vorteil bei diesem das ist, dass man das so ein bisschen schneiden kann. Und das kannst du bei Harti nicht, weil Harti zieht sich dann. Und das kann man hier so ein bisschen schneiden. Ich habe jetzt erstmal hier diese Rundung von innen geschnitten und versuche jetzt ein bisschen hier von außen zu schneiden. Sehen Sie hier, dass dieses schön sauber hier ist. Kannst du wieder von oben machen, bitte. Genau, dass es hier richtig schön sauber abzuschneiden ist. So. Kann man überall nochmal in diese Ecken reindrücken, wie hier in diese Ecke. So, wenn Sie viel mit das arbeiten und Sie möchten, dass es etwas leichter rausgeht, nehmen Sie Stärke. Mit Stärke einreiben. So, jetzt hole ich das hier mal raus, weil ich werde das ja sowieso dehnen gleich. Das soll ja nicht diese Form haben, sondern ich gebe dem ja eine andere Form. Sehen Sie, jetzt sieht man, wie gut man mit diesen Molds arbeiten kann, weil man sie so biegen kann. So, und jetzt werde ich das mir hier so ein bisschen zurechtbiegen, gell? Wie ich das jetzt haben möchte. So. Und das habe ich auch mit diesen Eiern gemacht, gell? Theoretisch könnte man diesen Rahmen sogar ganz gerade biegen. So, jetzt mache ich erstmal den Kleber da drauf und dann werde ich diesen Rand, weil es ja jetzt noch feucht ist, werde ich dann noch ein bisschen, hätte man jetzt auch in Eierform machen können, gell? Aber nee, wir machen das so rund. So, oder? So, genau. Und jetzt nehme ich noch mal ich hoffe, dass ich das kleine hier habe ich natürlich auch nicht. Aber diese Prägewerkzeuge, die sind relativ gut, um jetzt noch mal hier diesen Rand noch mal richtig an die Unterlage ranzu. Sehen Sie, dass das hier unten richtig da rangeht. Dass man da einmal so da lang streicht. So, hier oben ist es gut, aber da ist es jetzt richtig dran. Wer jetzt perfekt das haben möchte, könnte jetzt mit dem Cuttermesser das hier noch abschneiden. Da wir ja aber hinterher ja anmalen müssen, verzichte ich da drauf, weil ich schaffe sowieso nicht so perfekt anzumalen, also mache ich an der Seite nochmal rund. So, und jetzt kann man sagen, okay, jetzt machen wir unsere Blumen, jetzt benutzen wir unsere Glockenblumen. Man könnte natürlich hier unten auch noch einen Rahmen machen, aber ich würde das nur so machen und würde jetzt hier so die Blumen runterkommen lassen. Gell? So, jetzt muss ich wieder weiter weggehen, richtig? Genau, so.
Und jetzt kann man sich überlegen, mit welchen Blumen man anfängt. Vielleicht habe ich ein paar Resinen, dann muss ich nicht alle hier rausdrücken. Wir haben doch eben Resinen gehabt hier in unserer Form. Dann kann man das schön miteinander mischen. Genau. Fangen wir mal, ja, das passt doch. Fangen wir doch mal so an. Und ich tue das jetzt hier reindrücken, damit ich einen guten Übergang hier habe. Fange ich jetzt mal so mit der an, die ich hier habe. Nee, die würde nicht passen. Nein, das geht nicht. Und dann mache ich mit der, nee, da brauche ich auch eher eine mit Blatt. Haben wir noch eine hier? Mal schauen, was wir da noch so haben. Das ist die nach rechts. Nehmen wir die nach links. Hier ist natürlich auch noch jede Menge dran. So, genau, dann nehmen wir die nach links für diese Seite. Und dann machen wir alle anderen mit das weiter. Ja, das passt doch. Und dann kann man hier einfach weitergehen. Und jetzt überlegt man, damit man nicht zu nah dran, hier würde ich jetzt eine große, eigentlich fast die gleiche würde ich jetzt hier nehmen. Und die draufsetzen. Und jetzt natürlich ohne Stiel, weil jetzt wie bei dem Ei, dem großen Ei, was Sie gesehen haben, kommt jetzt mehr oder weniger nur noch die Blüte hier hin. Sehen Sie, jetzt kann ich diese Blüte hier, das sieht doch toll aus, gell? Kann ich diese Blüte hier machen und die kann ich auch direkt mehr oder weniger da dran setzen. Ja. So setze ich hier so dran. Und dann könnten wir vielleicht, ja, 1, 2, doch, das können wir machen, das würde sogar noch gehen. Eine Frage, ja. Die Unterlage, ist es ein Keilrahmen? Nein, die Unterlage sind unsere Art Panels. Ich hoffe, dass das hält. Ja, das hält hier. Diese Art Panels, die so schön hinten so zum, sag ich jetzt mal, zum Halten und zum Aufhängen sind. Hab natürlich wie immer falsch rum gemacht. Gell? Die haben ja Löcher hier zum Aufhängen, aber da muss man dann auch drauf achten. Da achte ich nie drauf. Ich mache die grundsätzlich immer falsch. So, jetzt machen wir hier nochmal eine Blüte. Welche nehmen wir denn da? Welche haben wir? Die haben wir noch nicht. Dann nehmen wir haben ja die unterschiedlichen, auch wenn die jetzt in verschiedene sage ich, Richtungen gehen. Wenn man die Blüte alleine nimmt, haben wir 4 unterschiedliche Blüten. Und die kann man natürlich dementsprechend super miteinander kombinieren. Gell? So, hier ist jetzt ein bisschen Stiel dabei gewesen. Den tue ich jetzt weg und würde das jetzt ja, hier so dran setzen. Das sieht doch super aus. Gell? Ja, das ist so da, so mit an dieses Resin. Hier diese Spitze, dass das gut aussieht. Jetzt könnte man sich überlegen, ob man hier mit den Knospen, ein paar Blätter und Knospen beendet. Bin schon fast am Überlegen, aber das sieht, glaube ich, nicht aus, mit so einer Schleife das hier beenden zu lassen. Nee, man könnte hier oben eine Schleife hin tun, gell? Oder da könnte man nachher noch eine hin tun. Also hier enden wir jetzt mit den Knospen. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Wie viel Uhr haben wir? 20:47 Uhr. Okay. Ich wollte gerade fragen, ob ich noch was mit dem Papier machen soll, aber das ist, spare ich mir diese Frage. So, das heißt, ich ende jetzt hiermit. Ich mache jetzt hier 2, 3 Knospen hin und danach noch ein paar Blätter, die das dann schön hier so beenden. Wir haben hier diese dicke Knospe und die etwas dünnere. Und ich gehe mal davon aus, Sie haben jetzt so ein bisschen eine Vorstellung, wie man jetzt so arbeiten kann mit den Teilen. Okay, so. Man kann grundsätzlich
alles miteinander kombinieren. Das haben Sie jetzt auch gesehen, ob es jetzt hier mit der Girlande war. Also immer wenn Sie eine neue Mold gekauft haben und Sie dann Ihre alten Molds alle angucken, dann kombinieren Sie das Ganze. Je größer der Fundus ist, umso kreativer können Sie werden. Das ist wirklich so. Umso mehr kann man machen. So, ich mache jetzt tatsächlich hier auch mal das Blatt halb über die Blüte drüber. Wenn das dauert ja jetzt mit dem Trocknen. Am Wochenende setze ich dann das fertige Ergebnis rein, damit Sie das auch sehen, wie das dann aussieht. Ich würde sogar noch ein kleines Blatt hier drauf tun. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwieriger, das hinterher anzumalen, weil man dementsprechend natürlich hier relativ sauber malen muss, aber das geht und wird dann, jetzt mache ich hier noch ein Blatt, hier so drüber und sieht natürlich dann fantastisch aus, wenn man so ein Reispapier im Hintergrund hat. Ja, so. Also grundsätzlich, wenn ich so ein bisschen einen Übergang kriegen will, ist das immer am schönsten, wenn Sie das mit diesen Embossing-Werkzeugen machen. Da gibt es das ja mit diesem etwas feineren, kleineren hier. Damit kann man das schön überall reindrücken oder festdrücken. So. Also ich würde tatsächlich, bin am Überlegen, oder ob man könnte natürlich hier auch dazwischen, sieht vielleicht auch ganz gut aus, noch diese Blumen dazwischen tun, diese kleinen, die man auch hier hat. Da könnte man auch überlegen, ob man das, ja, würde ich sogar machen, gell? Ob man da überall noch ein paar von diesen kleinen dazu tut. Und das Ganze würde ich natürlich hier auch noch, das kriegen wir jetzt nicht hin, aber auch noch hier machen. Und dann kann man sich überlegen, ganz zum Schluss, ja, vielleicht auch noch hier. Ich klebe es jetzt noch nicht, ich lasse es trocken, aber das sieht doch schon toll aus. Und ganz zum Schluss kann man sich überlegen, ob man jetzt hier zum Beispiel ein Schild hinmacht und hier so diese Schleife und hier dann noch was Schönes wünscht, oder? Ich glaube, das sieht man jetzt richtig gut, wie das werden wird, wenn es fertig ist. Und ich würde das persönlich alles in einer Farbe anmalen, also ich würde es nicht besonders farbig machen. Vielleicht in diesem Beige und Blau, dass man vielleicht so ein bisschen macht, dann das Ganze mit der Lasur und dann hinterher schön Dry Brush. Also das Fertige werden Sie spätestens am Wochenende dann bei mir im Blog sehen. Kann ich noch was machen oder muss ich jetzt schon aufs Ende zugehen? 51. 51. Okay. Noch irgendeine Frage? Bitte jetzt fragen, wer noch eine Frage hat. Sonst mache ich einfach hier so ein bisschen weiter. Wir haben noch hier diese kleine, die haben wir noch gar nicht benutzt. Die benutze ich jetzt hier. Und gehe dann hier mit den Blättern drüber. Keine Frage. Heute alle wunschlos glücklich. Das ist schön. Die Schrumpfbanderolen kann ich euch nur sagen, die sind der Hammer. Also da lohnt es sich zu warten. Wir haben die ersten Musterbilder jetzt gekriegt. Das sieht so schön aus. Das sind natürlich die gleichen Motive, aber es sieht so unendlich schön aus. Womit wurde das alles angeklebt? Also ich habe das jetzt mit dem Expresskleber angeklebt, weil das ist ja, diese lufttrocknenden Klebemassen sind ja im Grunde genommen alles ja, Papier, wie Pappmaché. Da kann man problemlos mit Express- oder Papierkleber kleben. Ich arbeite gerne mit dem Expresskleber. So, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt haben wir... Nee, nicht immer die gleichen. Ja. Jetzt brauche ich aber noch mal was runterhängt. Vielleicht kann ich haben wir die eine Blume nicht noch gehabt hier. Wann sollen die Schrumpfis nochmal kommen? Die kommen am, was haben wir gesagt, 25.06. Nein. Blöd, also der erzählt dann immer irgendwas, was nicht hinhaut. 9. Februar, meine ich, haben wir gesagt. Ja, wir haben gesagt, wenn die 25. Februar, hat sie gesagt.
Ja, genau, 25. Februar. Wenn ich die Wahrheit erzählen muss. Genau, 25. Februar haben wir gesagt, stellen wir sie vor. Wir haben aber gesagt, wenn die vorher kommen sollten, werden wir sie, das haben Sie ja jetzt aber auch schon gemerkt, wir haben ja jetzt immer vorher schon freigeschaltet. Wir machen das aus 2 Gründen. Einmal, dass Sie schneller an die Ware kommen, aber aus dem zweiten Grund ist, damit wir nicht 2000 Bestellungen an einem Tag machen müssen. Dass sich das Ganze ein bisschen auseinanderzieht, ja, und wir die Möglichkeit haben, Sie weiter in der gewohnten Schnelligkeit zu beliefern. Das sieht doch toll aus, oder? Das wird richtig schön. Kannst du schreiben etwas? Schön. Kannst du schön schreiben? Probier mal mit dem hier. Die eine Seite ist dünn. Also ich habe ja überhaupt keine schöne Schrift. Und das Schlimme ist, je weniger man schreibt, umso schlimmer wird sie ja, gell? Sie wird ja nicht schöner. Doppelklebeband. Weißt du alles von mir? Tesa. Ah. Wo tust du das jetzt hinkleben? Ha? Wo tust du das jetzt hinkleben? Jetzt machen wir wieder zum Schluss die... Ach, ich weiß, was er macht. Wer hat denn jetzt diese Kameraführung? Hier. Hier. Okay, ich höre jetzt auf. Es macht keinen Sinn hier weiter. Ihr alle haben nur Unsinn im Kopf. Also, ist das der erste Preis? Das sind alle Preise. Wie? Nein. Okay, so, hast du mir da habe ich sie, okay. Ich höre jetzt auf. Sie können sich denken, wie es zu Ende geht. Also hier kommen noch die Knospen, noch ein paar Blätter. Und dann lasse ich das alles trocknen, mal das an und dann kriegen Sie das schöne Bild. Wir posten auch schöne Bilder, genau. Genau, dann posten wir schöne Bilder. So, und jetzt Gewinner. Der erste Gewinner kriegt links den Sam. Da sieht man, dass man diese Flügel so auseinandernehmen kann, gell? Der Sam beim Balz, was wie die Vögel, gell? Beim Balztanz. So, Frau Löwe Sissi, also ich gehe davon aus, Frau Sissi Löwe, gell? Bekommt die linke Gans. So, dann die anderen Gänse gehen an Frau Helga Stockenberger, herzlichen Glückwunsch. Susan Kleinert, herzlichen Glückwunsch. Und Jasmin Blau, ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Im Moment ist es noch kalt, aber bald können die rausgestellt werden. Und nächste Woche Montag gibt es dann Valentine, Papierset, Cabochons, Reispapier vom Allerfeinsten und alles, was mit Herzen, tolle Bänder, alles, was mit Herzen zu tun hat. Und wenn wir Glück haben, Sam, gibt es unsere geleserten Herzen, oder? Nee. Nein? Nee, so viel Glück haben wir, glaube ich, nicht. Egal. Auf jeden Fall, ich hoffe, wir haben Glück und die kommen auch noch. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bedanke mich für Ihre Treue und dass Sie zugeschaut haben. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche Montag. Ciao, ciao!